ladies and gentlemen, and welcome to consecutive streaming day number 664. It's still alive. The streak is still alive. Who would have thought it was on the brink? Let's say. It was real close. But Carson and Remo were carrying while I was gone. I was driving home for Christmas, ding, 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 and I completely disconnected for 2.5 days, more or less. So if you sent me any Discord messages, I try to catch up with them bit by bit. Hello, 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 hello. What did I miss? What did I miss in the past couple of days? We got some talking to do, as of course, Super League is starting tomorrow. Super League is starting tomorrow, and the World of Warcraft hardcore event is starting tomorrow also. How was Christmas? It was a little bit of a miracle, everybody. I, as you know, don't own a driver's license, right? So I have to take the train. And the public transportation system in Germany is not necessarily known as being the most reliable and best and convenient and comfortable. And especially around Christmas, I expected hell. I expected delays. I expected cancellations. I expected cramped trains standing for 4 hours because it's like overcrowded. And I went to the train station and I saw, your train is probably crowded. Oh, guess what? On the day before Christmas, huh? Things are crowded. Because the first step of my journey is between two cities, Hamburg and Bremen. And obviously a lot of people go from A to B. And I step a foot inside that train and the first seat I see is free. It's a single seat, no seat neighbors whatsoever. Boom, jackpot for the first 1.5 hours. And then I have to change trains in Bremen. And that's the same situation because it doesn't start in Bremen and goes to my destination, but it's an ongoing thing from like Hanover via Bremen to whatever. So there I expected the worst, by far the worst. And I step in that train. And the first seat I see is free. It's a single seat. Boom, 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 boom. I got back-to-back seats in these trains. That was the Christmas miracle, everybody. A very, very, very convenient ride. No delays, no cancels. And I was able to sit. That was crazy. No children next to me that were yelling all the time. Nothing. Just smooth. Buttery, buttery, buttery smooth. And yeah, it was very good. Very good. I did meet my family like 3 weeks ago for the wedding. Still, we had stuff to tell us. It wasn't silence. Very nice people. Very good time. Very good food. Very wholesome overall. But I also have to say that I'm a person who likes being lonely. And for myself, I don't know how many people can relate. Some people need a lot of social activity. I like to pick my social activities a little more than others. And now we had to stay with 5 people in the same flat for like 3 days. And that was a challenge mentally, not gonna lie. Not because of the people, because I love the people, just because of how I deal with such situations. And my social batteries are kind of depleted right now. Like on an emergency low. But I'm home again, and I got you guys, and everything is smooth, and we got a lot of stuff coming up for the next 3 months, and I'm hyped. I'm hyped for what's to come. So, what did I miss?
What did Remo and Carson do with you? We're only digital, not real people. Well, for example, you don't occupy the toilet for me. Right? You don't... It's kind of like the wrong choice of words, but you don't tell me when it's dinner time. You know, stuff like this. Which is nothing bad after all, because it's like a group thing, right? Somebody has to tell these things. And just because I'm hungry, I can't dictate that to other people, or vice versa. But yeah, I like being to myself. And then a group situation is always a bit challenging. Merry belated Christmas. Thank you, James. Hope you had some great holidays as well. Yeah, very, very inner circle-y, though. That was very good. I like that. I like the inner circle. Some good stories, some nice progress with people around me. Yeah, good stuff. Good stuff. Really, really nice food. We had some kind of bird. I don't know what bird exactly, but the bird was good. Was living for 10 years in shared flats. In 3 months, I own my own apartment. That's a feeling. Yep, exactly, Roffe. Exactly. Been there. Been there. Same situation for sure, for sure, for sure. So, yeah, very much looking forward to Super League starting tomorrow. Very much looking forward to Sauercrowd starting tomorrow, where I then hopefully have the social batteries charged up again for what's to come. Oh, you don't even see the thing. Boom. There was a Don't Force Me match. Remo didn't show that, right? He had Happy versus 40 and then went for family stuff. So, what are we doing today? We cast the Fortitude versus 120 match. Then, I got some replays. I got Hitman versus Soima. Some good Hitman stuff. Grubby versus Verdi is apparently very good. And then we'll see. And then at the end, we do a tier list for the Super League. Because Super League is starting tomorrow. And we can do some predictions. I got this one prepared. 15 players. And we're going to rank them all. From champion to top 4 to top 8 to top 12 to not making playoffs. That's my plan. I prepared all of this with factional colors. And then we'll see if we get a good prediction going on. That is the plan. So what happened esports-wise? I saw the Mo Chuan Shiji Cup was ending today. What were the results? 40 loses to Happy in groups. 40 wins against Infy in groups. Really? 2-0, huh? No! No Dark Ranger. That's an interesting development that I didn't know yet. That's an interesting development. Kaho defeats 40. Demon Hunter Panda back on the menu, huh? Mountain King solo. What the hell happened here? Expo Punish, Expo Punish, Expo Punish? Happy wins everyone 2-1 though. Oh, 2-1. Happy for... Yeah, the return to Crypt Lord. Oh, man! Why is he back to Crypt Lord? Why? He was on such a good... He was on such a good path. Ay. Mostly lurking. I just wanted to say you do an amazing job with all the casting. You seem very motivated. Yes, Revo. Thank you, mate. That is lovely. That's super lovely.
For the Infy, happy Infy, still Firelord. Good to see, good to see, good to see. Cow triple hero versus Gargs, good. Ooh, he's switching it up between Lich second and Naga second. Interesting. Yeah, all the Night Elves won't be easy. Kaho Infy. Dark Ranger tower push? Guys? Guys? Is it? Is it Dark Ranger tower push? Was it? Don't tell me Cow falls to this too. Oh my god. Less than 5 minutes each? Oh my god. How can you in December 2025 still lose to Infy's tower pushes? Very good, Zwergen King. Very good. Very good. Oh my god, Kaho. Well, interesting. Interesting. And then yeah, I saw the match this morning. I saw the match this morning. Kaho refused to build a Hunter Soul, threw his DA away. Yep, sounds good. Sounds good. Sounds like, yeah, what you would expect. What else was going on? Friends League? No, don't force me. There was today. I missed this, 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 this. Okay, the rest I saw. Damn, that's a lot of taps now. So, makeup. 40 over sock. 4-2, though. I would have expected this to be more one-sided. Good for Sock to take 2 matches here. Sock 1-0. 4 with Dark Ranger first? What? Oh, and 1-0 loses to him on Lost Temple. Good to see Sock is still in good shape. I had a little bit of a question mark to Sock when it comes to Super League. Because I haven't seen him in a while since more or less his Ancient of Wonders win. If he beats 1-0 in Human vs. Undead, he must be in good shape. Sock beats... Whoa! Sock beats Infy and Mirror. Also something I wouldn't expect. So, Infy's Dark Ranger Mirror times are completely over then, right? I wonder why that is. Infy Lolly. 3-2. He wins with the Warden but loses with the DH? What? That is very anti-cyclical. I thought Demon Hunter is just meta. Infy Life. Dark Ranger, Dark Ranger, Dark Ranger. 4-1. Strong Life. God damn. To be honest, I don't think Life will be very high up on my tier list. This surprises me, but with Infy you also never know. Gotta feel vibes. 1-0 defeats 40 here. 4-2. Alright, this is pretty much what I would expect right now. Moon Infy 4-2. Also success with Ward. Oh yeah, we casted this, I think. Yeah. We casted this. Okay.
And then they played another right after, but that's 2-2. All right. Jiki Cup, we casted this as well. Yeah, all right, all right, all right, all right, all right. Then we caught up with everything. Orc Brave, man. Winning tournaments. In makeup 4-0. Dude, did they play like 4 show matches in one day? What the hell? Solo hero. Infy is so hard to predict, man. Infy is so hard to predict. That's not gonna be easy. But cool. Sock hold up some 2024 plays over Labyrinth. Nice. That was a destruction. What the hell? Man, this scene is so hard to predict at the moment. This scene is so hard to predict at the moment, man. Tomorrow, Super League starts, in case you haven't seen it. We got the first matches. Boom! 12 CET. 12 CET. No Super League anymore. Starting with Happy versus Sock. Whoo, that's gonna be an exclamation mark one way or the other. That's gonna be an exclamation mark 100%, man. Can't freaking wait. Happy versus Sock first game. Set your alarms. Set your alarms. Yep, that's right. Dumbala. Makes it fun. Focus Elegant. It's gonna be tough for Elegant, I think. And 40 Soin. Guys, 40 Soin isn't as one-sided as you might think, man. Very, very hyped for the first and third match. And a little bit of a measuring stick for Focus. The last I've seen of Focus was really good. But will he be able to keep that up in a big one-on-one tournament? He oftentimes disappoints there. Yeah, but that's playday number 1, guys, tomorrow, in case you didn't see that yet. Didn't I put it on... Oh, I didn't put it on Discord, I think. News / everyone. Super League starts tomorrow. First set of matches announced. Boom. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Happy Holidays. Hope you enjoy the time. So when will 022 again? Never, ever, 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 ever. Do we have prediction stuff? Well, since we don't know the play days in advance, it's gonna be incredibly tough to do like some prediction game. I wouldn't know how to do it. I have this, which is something you can't see. I got this. And this tier list is public. You can, I think, just use this if you want to create some predictions. If I'm not mistaken. I've never created a tier list, but that should be it. You should be able to do it. I think. We'll see if that works or not. You let me know. You let me know. Someone will be good, guys. Seems to be working. Nice. Yeah, so that's the plan. I think that is a pretty cool way of doing that. Playoffs we can predict. Playoffs we can predict cause playoffs were changed. The format was changed. Dolphin Warcraft Super League. You know, we had this super long ascension. But this time, it's single elimination. And when it's single elimination, we can do these predictions way easier. But that is for the last days of the tournament in February. From February 5 to 8.
The MVP nails. Thanks. Can we make a channel for that? Yes. We can. Dolphin Warcraft Super League. Tier list predictions. Create channel. There we go. Get link. Create. Streak survived Christmas less than 3. Yes, it did. Create your Super League predictions via link and share them here. Pin. Boom. Thank you, Gangsta, for the 7 month. Channel is up. I put this below the Sauercrowd channel. Yep. Okay. Set up. So if you want to compete with the others, do it. Spread the word. Super League's coming. Super League is coming to town. Okay. Want to cast some games? I feel like maybe 1.5 hours of Warcraft games, and then I go into WoW. Because you got some Warcraft with Remo today already, huh? Because I need some WoW practice. Still, it's the last day of practice today. So, in case you're in the mood for some Warcraft games, here on the channel, back to Warcraft. I don't know. Maybe it's the festivity move vibes thingies. Here is Fortitude versus 120 starting things on Twisted Meadows. Santa is coming to your home screens, everybody, and it brings you a whole bag of human versus undead. And then we watch some replays, and then we do a tier list. And then we're all happy. So yeah, between these top humans and top undeads, and it doesn't really matter who it is, the top 3 of each faction, it's a coin flip right now, isn't it? 40 Sock and Infy in good shape. Happy 120 Labby also in good shape. Usually in Warcraft we have this wee DK opener. Look at that. DK opener. We got one clear favorite, and that's it. It's a Tet Fiend opener. Interesting. Interesting. I semi-expected Dreadlord. But yeah, maybe people are saving strategies now. Even though I think we've seen almost all possible strategies in the past 10 days between these two factions. But okay, 120, an honorable undead. Let's see. He has always been the best Tet Fiend player. It revolves a lot around fiends, in case you haven't heard, but also DK harass. How much damage can you do? How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? First, we do some damage to the Acolyte. First blood goes to 40 right away with that last hit, but because he's creeping the Merc, this also shortens the distance from 120 to the creep spot. Can't coil the big one, but you can't coil workers. No last hit just yet. But lots and lots of workers about to fall. We got the Shadow Priest in to dispel some skeletons. Boink, that's another. How much damage are you willing to take? That's the only source of damage right now is the DK. But now there's also no dispel anymore. Cooldown on the Rod of Necromancy. Very annoying. If he manages to snipe the Shadow Priest, that'd be superb. He's taking lots of hits now from Water Elemental and Footman.
And I think this was disaster averted for 40. He got level 2, went off mana stealing, basically took a coil away. And now can creep the rest of the camp. This is already a... this is risky. It's already a delay of said expo. There's not too many lumber workers anymore. You gotta replace a few. Using the hurt one for the farm, probably not ideal. But this also requires a ritual dagger for 120. Yeah, I don't know if you should go for the merc camp with these starting positions. I'm not sure. I'm not sure. Lumber is okay-ish. But I only got one lumber worker. Oh, he queued 5 already, so gold won't be an issue. How far is the tech? Tier 2 still in 40 seconds. We decide to creep now. Since it's 40, I'd say still a winnable game. Hope you'll have fun with WoW. I started it 6 months ago, 20 years late, and am having a blast. It's a great game. Hell yeah, Jerry B. Thank you, thank you, thank you. I also never played it so far. It's very good, but I didn't die yet. So I had the ups, but no, not the downs. A player's forces are under attack. Oh, DK is nicely healthy now. Got a new charger rod of necromancy. Power build is alright. 1, 2, 3, 4, 5 lumber workers. It's not enough. No dispel against the skeletons. We go for the workers. Every killed worker delays it by like what? 10 seconds? 15 seconds? Oh, that's a slaughter now. Holy! That's 1 worker. 2, 3. Oh, snap! 120. Oh, that's so good. Gotta be a little careful with this one fiend. But there's not enough lumber for the arcade. And this is the last worker. Oh, 40. If this he's dead. He's so dead. Oh, shit. Every single worker dead. Don't tell me he loses the shot. That is again almost all the lumber workers. And he could even afford a surround because there's the Cloak of Shadows and the Lich is coming with another rod. And even if the Archmage was here, who's now level 3, water elementals aren't really an issue because you got the one of negation. It's a destruction. What is AM doing? Well, he was farming. Oh my god. Where's the Lich? He's coming now. Okay. Feels like it's a little bit late. Tier 3 has been started. And 40 didn't. Oh. Can he prevent that last hit? I think so. Oh. Yeah, I kind of missed 40's counter harass. I'm a bit rusty. 3 days not casting. Did he force a tech cancel? I don't think so. Oh, Lich DK now hurt. But the... Yeah. Wand of negation. Pew, pew, pew. Archmage can run, but DK block. Nice awareness by 120. Keeping the Lich alive. Desperately waiting for the first statue now, but let the skeletons do the job. That's fine. Oh, can he still get him? We got a coil in a bit. But it's still 15 seconds off. Got the cloak. And DK can run away because there's the unholy aura. We got a Nova soon. We got a Nova now. We got coil Nova now.
He can turn around. He can pop him. Pop him! Boom! Brilliant! Fortitude didn't calculate this correctly. Oh shit. No hero, no tech, no army, no hope. Well, apparently there is hope. Serenzi, thank you. Undead op. Yeah. Blah, blah. A player's forces are under attack. Ted feed's unplayable. So what some people say. I think 1-0 really doesn't really like it either. But he makes it work. This matchup is so hard to predict. Giddy lol, thank you for the prime. 18 months, mate. Much love. How in the hell do you come back from this? It's 40, after all. But Destroyer upgrade is 20 seconds from here. 20 seconds is nothing. So there's a little push, but a Destroyer can hold this. The towers can hold this. He got 3 here. It doesn't even go for... Okay, he doesn't have the resource for a third hero. But what is this? This is 1 tower. We've seen today how strong towers are. But I will show you how strong destroyers are. And today, these towers had mercenary upgrades. Masonry upgrades. The free masonry upgrade. Because it's really, really cheap. Now mana burn is gone. Lich got orb. 3.5, 2.5. Static defense eliminated. Couple of acolytes falling here, which is not that easy to sustain if you're 1-0. But if you kill the Expo, that is fine. No more crypt here, so it's not like Fortitude is not getting anything. And now we portal home. Destroyers halfway. Mountain King here. We got a TP and we got a coil. Nicely timed. Dude, it would be a miracle if 40 holds here. And wins this. But so far, it's alright. Destroyers here need to dispel that water elemental as quickly as possible so all the destroyers get Orb of Annihilation damage. Swing. Lich level 3. Waiting for the Nova. Not used yet. This push doesn't have the biggest firepower anymore. It's still a delay. 40 didn't start tier 3 yet because he had to build so many towers and repair so many towers that he was never able to accumulate the lumber. What's somewhat missing here was about to say is a statue. Lol. He is sacrificing that destroyer. A little bit of a bait. And there's no fiends here. To come because the crypt fiend is dead. Another destroyer. This very much looks like he sacrifices them to the tower, so it's auto attack and the archmage isn't leveling, which in a way is smart. But it's also not the cheapest unit, I can tell you. At least there's no additional income, huh? Mountain King still got a lot of mana. Here comes the Pit Lord with Rain of Fire. Good solution against towers, especially when no Arcane is in range. But he needs something. He lost 2 destroyers already. This will very likely be the 3rd, if not for a coil. Ooh, weapon, Rain of Fire. He's hurting himself a little bit in confusion, but the statue can heal against that. It's not that much damage on the Pit Lord.
Still no tier 3. 2 fiends. Oh, was about to say 2 fiends down. It's not. And Fortitude a little bit careless with the gyros. He had the anti-air up, didn't he? Now Rain of Fire. Now Nova comes in as well. If he gets some mana again. Currently, statues missing. Big. He sent an Acolyte to the north to repair. Smart. I said this is really good without an Arcane. Now an Arcane is up too. Nice neck and neck fight on tier 2. 40 finally able to queue tier 3. If he reaches tier 3, he got very good counters. Knights, paladins, tanks, whatever. It's around here to just get that goddamn undead out of his face. There is no coil, so he has to TP. This is still a game. Fiend, statue, another statue, all not part of the TP. Ambitious, got it. Where are we now? 40 has very little army, but he's gonna get a lot of gold. 120 has an army, but not too much gold. The power of Rain of Fire, everybody. Yep, gets it in. Oh, it was close. Good Sim City though. Pit Lord can't enter. And you can't drop with Zeppelin because the towers are here. I mean, you could like here maybe. 40 constantly sharking for reinforcements. Just like Moon that always does it against him. Burrow is not researched and also wouldn't do much because gyros have vision. To enter here, killing a blacksmith, killing a shop. We do transition though, as we have Disease Cloud ready. Question is if it's a wagon to support the siege or if it's an A-bomb. But with Arcane Tower down and the statues here, there's a lot more mana sustain, and that means more Rain of Fire, and that means more damage. He picks a lovely Rain of Fire damage. But tier 3 is done. Floodgates are indeed open, but there's no TP. If 40 is able to build a little army and traps him here, could turn out to be a disaster. Especially with the Mountain King having so much mana. Pit Lord taking care of the workers. I like that. This is not really an expansion at the moment. It's a graveyard. And that's a lot of sunken cost as well. Pit Lord level 2. Cleave now. Should be at least. Lich level 4. And he goes Frost Armor Dark Ritual. I love that. Knowing that knights are coming, very little has as much value as a Frost Armor. Very, very, very cool game. And then this begs the question, can human compete on one base tier 3? Or will he even lose this one? A-bomb is in. Very good mana potion, but also the paladin for more sustain on Fortitude side. Lich surrounded. Firing his way free with the Nova. Coil arrives in time. That exposes the Lich a little bit. But yeah, workers are suffering. He's down to 8 workers on 2 bases. Can you believe it? I worry about the DK mana though. No coil for a while. Mountain King also has no Stormbolt anymore, so it's kind of controllable. Mountain King, rip!
And that should be the end then. If the Lich can just hover around and stay in range. Disease has been spread. Knights are falling. And now he's going mano a mano with the Archmage Paladin. Yep, 40 realizes it too. This is game. And it was a sweet little game. Ted Fiends, always a risk, always an all-in. Also, your opponent knows very quickly that it is an all-in. And he takes it home. This looked a bit worrying at times. Undeads were not the greatest fans of Twisted Meadows in past tournaments against human. But here they are. Now they are. At least 1-0 is, with the many openings that he can go for now. Sharky, are you a little feisty today? Did you fight with the undeads again while I was gone? Did you get in discussions with Lice Creed again? Don't. Dude, we had such a wholesome atmosphere here on this chat. On the 23rd. And here we are. I deleted the Undead Discord. Undead Discord is chill. I was asked today if someone knows the URL to the Night Elf Discord, and I copy-pasted him one of these cryptocurrency scam URLs that you get every now and then. Don't expose yourself to that. At least when you join a crypto scam Discord, there's a minimal chance you get something positive out of it. With Night Elf Discord, not really. If they actually get scammed, would you feel bad? Not really. Guilty by association. Guilty by association. Map 2, everybody. Hammerfall. Let's see if 40 can bounce back. It is his loser's pick after all. Game 1. Yeah, he didn't look super intimidating, did he? In his previous best matchup. I don't really like the mercenary camp creep route. I do see that a Shadow Priest is a really good asset to have. Especially against the Crypt Lord, but also with skeletons. But yeah, so risky. So risky. Yo, Neo, watch my YouTube summary. It told me that I watched 501 Back to Warcraft videos. Let's go! Dude, 5,000 videos. That's crazy. That's crazy. Well, next year, second. Thanks for all of the great casting this year. What the fuck, man? Get rich, brothers. €100.
Na 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 na. That feels insane. Little elf on the shelf, huh? Awesome, man. Awesome. Thank you, thank you, thank you. I mean, you know that you don't get rich that way, right? Hopefully. A player's forces are under attack. Thank you. Beers on me? Dude, this is so much I even go for a rum and a coke. Yes, 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 yes. Always is, man. Always is. Thank you, thank you, thank you. That what we do is worth so much to you. That we get your time and your money. Player's forces are under attack. We got a Lich this time. We got expansions on both sides. And then we might get the cancel culture thingy, but with the Lich. Bring +5 already. So Archmage on the way. Feels very feisty. Oh. If he steals this rock golem, and there's a lot out there. That's like 60 damage, right? 50 damage on a high roll. This is not looking too great for 1-2-0, I have to say. For now, he stays on Blight real good, so he gets some extra HP. But how do you deal with an aggressive 40 like this with super fast creeping? Ghouls start to fall. Footman safe to the side. 2 Acolytes here, but out of position for the repair. You cannot lose the Ziggurat. Then you have supply block. That's allowed. That's not allowed. Got it now. But as stressful as the early game was for 40 in map 1, as stressful as this for 1-2-0. Good to see how in flux this matchup is. Half wasted. Yes, sir. Super League tomorrow. Let's go. Let's go. I'm so hyped for that, man. I am so hyped. Come on, will the golem finally be punished? Yes, sir. Okay, Lich level 2. Expo finished. We can finish creeping. That was the first problem. So we got the Haunted up. Boom. 40 is mining for a while, producing workers for a while, getting a shop up for the regen, but stealing XP away. I like that move. Player's forces are under attack. Oh, Nova. Forcing a town portal here for sure. Ring is helping a little bit. The Hydra is still spreading poison. And when you play Lich solo, it's Dark Ritual first. As a second hero, he went for Frost Armor before. Super League is me tomorrow. Player's forces are under attack. As far as I know. Great Tamana. Super League into Sauercrowd. That's the plan. That is exactly the plan. You know what? Super League and Sauercrowd are both starting at 12, like at noon, right? I don't think I'm missing out on much, except observing chaos. I think my first few hours will be more effective than whatever they have in the first few hours. Yeah, I think I start at 6 p.m.
Lich level 3 with a big mana. A player's That's forces so are much under attack. mana. And again, unlike some other undeads, 1-0 doesn't really give too much of a damn about defense, right? Graveyard is only finished now, so he couldn't go for Spirit Towers before. So many footmen, though. So many footmen. A player's forces are under attack. And all these ghouls are also hurt. Feels like 1-0 is very, very much overwhelmed. But he's on tier 2 already. He did that well. But it's very few acolytes currently mining. In the the fuck? There was no position to tap out from. Was it? No way. Oh. Disconnect. Disconnect. That explains a lot. That explains a lot. Because this was the second map, right? On Wikipedia, it said this is a best of 7. Okay, Wikipedia is down. Nice. On Wikipedia, it says it's a best of 7. And I only saw 2 maps. Maybe I thought, okay, Wikipedia used the normal template with best of 7, but then eventually it was just a best of 3. Server update on Wikipedia. Alright. Looks like they stopped here and didn't play anymore. That hurts. That hurts. Because it was very evenly matched, right? At least it looked like that. Ah, unfortunate. Very unfortunate. Well, this is what can happen if the streamer only looks at how many games are available and not what. There's Infy versus Moon instead. You can choose. Manage poll. New poll. What to... Gottes Willen. What to watch. Infy vs Moon. 1 Grubby and 1 Hitman replay. You decide the content. You decide the content. God, thankfully they're not updating the servers tomorrow. Well, Wikipedia has to get ready for Super League as well, right? There will be millions and millions and millions of Warcraft fans on that side. Guys, we need to draw. If you draw, you get nothing. Oh, Luton, that's sweet. That's sweet. Trillions even? Yeah, maybe. Maybe. I mean, we're broadcasting into outer space, possibly. Trillions. Yeah, 1-0 always had a fragile net.
Who do you think aliens are rooting for? Who can they relate to best? Here again, the matches for tomorrow. The first Super League matches for Season 2. Happy, happy, happy. Ooh, Infy and Moon are leading. Infy and Moon are leading. You will get Infy and Moon in Super League. You won't get Grubby and Hitman in Super League. Just saying. What do you got? You got a couple of seconds. Oh, you want to draw, huh? You want to draw. You heard me when I said that if you draw, you don't get anything. All up to you. You decide the content. I just make the rules. Easy win for Infy and Moon. Wow. I did not think that would be the case. I thought you'd go for Grubby and Hitman. If we don't get anything, you don't get the money. So, well, I got your Prime sub already. Oh, wait. Is that a regular sub? Is that a gifted sub? I don't know. Okay. Then you get... Yeah, there goes the dog in the pan crazy smile. Yes, they do. With all the content. Thank you, Chili Con Bone. Play all 5. Okay, after the play all 5, we do the tier list. I don't buy my own sub, Lemao. Well, you did for a while when you were still nice and cool. I mean, Buchsbaum. Dude, I always appreciate Darkwing Duck names in my channel. Always, always, always do. Okay. Okay. If you don't want Grubby and Hitman replays, you don't get Hitman and Grubby replays. Zwei, eins, Risiko. Genau. Darkwing Duck was one of the weaker Duckiverse series. That's a 1-week ban. Happy holidays, Buzzkill. So, this is not a Don't Force Me Cup. This is a show match. 1 day to the Super League, and we are estimating the strength of our players. Infy on the right-hand side, Moon on the left-hand side. What's the status in Night Elf versus Human? And what are the heroes, man? I'm lost. I thought it's always, always, always Demon Hunter, even on Twisted. We're once again on Twisted, by the way, so good things are happening today.
But it is a Warden once again, and Infy is also not going Mountain King, but Archmage instead. I would have mispredicted both heroes. This is the first time in a long time that I see Infy with an Archmage, I think, versus Night Elf. So people are switching it up, man. One day before Super League, we're switching up the meta? Or we're just trying to confuse people that we are switching up the meta when we actually don't. I should probably switch the title, huh? Edit. Moon vs. Infy. And then the Super League tier list. A player's forces are under town is under siege. I'll do a command for the tier list later. So, we creep the expo. We are nicely... Oh, did he trap the footman here? With the Moonwell? Yes, he did. Okay. Nice idea to maneuver the Wisp to safety. Ancient is dead. You know, this is the second game I see from Moon on Twisted Meadows, and both times he's losing his Ancient. It was a nice harass by Infy, but damn, that hurt. This Shadow Priest needs to survive. If it doesn't get off a Dispel, it's kind of useless and surely not worth it. Warden gets level 2 at the very least. Moon has a good idea of where that expo is. It could have been in the north as well. And instant counter expansion. How long will you be streaming today? Approximately for 5 more hours. No Huntress transition. A town is under siege. A player's forces are So it's under down to the attack. Warden by herself. Solid distraction, so Infy isn't checking for this position. And no Arcane Tower yet. There's still some possibilities for damage for Moon. Doesn't have a staff though, gotta be careful. Is it worth buying Warcraft 3? If only for the campaign, it's worth it. And of course the multiplayer is goated. A player's forces are under attack. Yeah, but the campaign alone is worth it, for sure. It's like, what, 8 campaign chapters plus the bonus campaign? Easy. A player's forces are under attack. So, Moon relies on a lot of mercs. That means Infy should rely on defend. And Infy relies on scouting. And Infy... Oh, it's not in time because it's only a level 1 Water Elemental, right? He could wake up the creeps before the Water Elemental expired to just rah-rah them. Only the Undead campaign is worth it. That's another week timeout. A player's forces are under attack. People are very trigger happy today, huh? In a way that they want to trigger me. You'll see where that gets you. You'll see where that gets you. I want to remind people that it's still Christmas, the festive and nice and wholesome time of the year. Infy doesn't think that way.
And is attacking. Is getting support by the creeps. Shadow Breeze down. And Moon is... I mean, Moon's still in there. But he got a Warden on level 3. That's not enough to carry the game. He got an Expo up with a lot of delay. He didn't pressure Infys at all. Second. No Panda. Well, then he has to go Panda third, no? Sick save by Moon. But he needs to do more. He needs to stop the creeps. And he can. And he can. And he can heal. Woo! Hot defense. Oh no, for now. No. He's uprooted now. He takes additional damage. Oh no, Moon. He fell too safe and he gives up that Expo. He got enough gold to expand on the spot again. Infy's second attack, man. I didn't see it coming. Moon didn't see it coming. And now it's 2 base, 1 base. On tier 2. With no tier 3 started. With no Panda to carry later. Naga's a desperate move trying to stay alive. She does scale quite nicely. Ironically, Drunken Haze could have helped. But I think the worst thing here is Infy not taking any damage to his economy. Warden needs level 4 yesterday. Warden doesn't even have Blink. Mountain King is here already. I think Infy, surprisingly, didn't unlearn how to play Archmage openings. He's so rich. He got all the mercs. He got a full mana Mountain King. The hammer's gonna fly to that Bursey, right? Kaping! Yep, perfect. Closes it. Surround. Done. Doesn't even try to escape. Oh, Moon has some heavy lifting to do here. Wait, she dead! No! Oh no. Ah, it didn't look great when the Ancient of War got his ass whooped in the beginning. It didn't look great when the Expo of Infy came up uncontested. It didn't look great when the Infy... When Moon's Expo got killed by Infy. And then it looked even worse when the Warden fell. Whoopa! Not a great start to the day, is it? Whoops. But it's a very unique map. It's also a map called Moon Meadows, which is the home turf of Moon, where you are supposed to be playing your best. That wasn't his best. Like many others, Moon, very shaky. Very shaky. If they play tomorrow again, he could be the one canceling all expansions, getting all the mercs, destroying the barracks that Infy uses to creeping. I just want to make the point that it could all be the other way around. You get it. Infy 1. Moon 0. Sharky, respect the elderly or you get a 1-week ban as well. During Super League. You don't want that. Imagine
You got time off of school, and I ban you from this channel for an entire week. What would you do? You'd be begging me in DMs, and then I block you, and that would make your life even more miserable. I got your happiness in the palm of my hand, Sharky. Behave. Just because Christmas is over doesn't mean you can be rude now. The elves see everything the entire year. You should know that. Sharky's still so young, I gotta pretend Santa's real. Moon left hand side. Infy right hand side. And this, my dear friends, looks very much like most of us. Throughout Christmas time, we're going to the tavern to meet some old friends. These friends probably dressed in black. Keeper of the Grove. Yeah, please. Please do. A player's forces are under attack. The first comment is Keeper of the Throw. You were exposed to too many Remo casts, guys. You were exposed to too much Remo and too little Jens. This is very noticeable. Hope he's not getting the fat ugly one out of the tavern. Why wouldn't you want Infy to date your mom? Na 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 na. Life Drain first. Expo coming, and Keeper is very good at kicking expansions. Player's forces are under attack. But Moon is going for his own Expo setup, huh? Not going for the mercenary camp. Interesting. It doesn't do too much if it's a Dark Ranger, at least in the beginning. Oh, item. Are we going for it? Wand of Illusion? No, 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 no. Infy is making sure that he's the only one with the Wand of Illusion. There's only an Arcane Tower here. Workers ready to repair. We got Entangle. We got Treants. This is probably Moon's strong suit at the moment. Doesn't really matter if with the Keeper or with the Demon Hunter. Harassing Expos with whatever. So far, it's not that successful. It's one worker, might be two, might be three. But we got the right guess here. It's just an illusion, so no damage, but we got a confirmation. A town is under siege. That there is a counter expansion growing. Hello, Shorty! Hope you had a wonderful second day of Christmas. Na 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 na. Are under attack. I don't think this is holdable, guys. I don't think this is holdable. Archers are terrible versus Dark Ranger. How far are we? He got 30 more seconds. You can turn all these archers into skeletons, ideally. He's letting go of that Expo. Is that the right calculation? Player's forces are Good save for now. But yeah, every dead archer is a newly summoned skeleton. I don't think that was the right one, though. I don't think it was the right calculation, man. 2 workers down. We do have another spell to use.
This is really greedy. I think his idea was kill as many archers as possible, then kick the expo. I got invited out for dinner, but I don't feel like it at all. Hey! Shorty, is it just me or do you look like you have some corona symptoms? Throat, feverish. Can the Dark Ranger now summon skeletons on deny? Yes. A player's forces are under attack. Oh, wait a second. He doesn't have a TP. There's another entangle. The Naga's here. Block, 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 block. Doesn't even need it. First hero dead. Okay, shit. All of a sudden, Moon has an expo. Moon got 2 heroes alive. Infy doesn't. Tech advantage Moon as well. Yeah, this is spiraling out of control. This is spiraling out of control. Infy, ironically, gave too many footmen away. When really it is his signature play to use footmen the best. This is also... it does line up with the tier 2. I was about to say keep the altar blocked, but no. Player's forces are under attack. And I'm surprised of the uptime of archers. Keeper, 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 keeper. Oh, can he dribble out of there? Oh, Korean Messi. Get out of here. Oh, he can't. Haha, Infy got the Zeppelin. We do have a staff now, though. Nice game, guys. Nice game. Zeppelin comes from the other side, and this is one of the few Moon special plays that he got in his arsenal now. Zeppelin lame into bases. You are used to seeing you in expansions, fortified, towers, etc., etc. Get used to bases being exposed. GG. Infy couldn't have done anything about it. And Moon outplayed him. Where are the people now? Moon washed, keep it trash. Meh, meh, meh. Get out of here. Get out of here. Infy got very much overwhelmed after that Night of Expo was up. Well done, Moon. Nice bounce back. On LR. Tell him, Neo. I do. I do. Na 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 na. Merry Christmas, Ernesto. Undeserved. Undeserved. No, 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 no. He trapped him, but he didn't make sure that there's no way out. That was the mistake. Predict the next outcome, please. Well, you know me as the prophet. If I tell you now, that make it boring for everyone. But
Keeper in Moon's hands looking good. The harass gameplay is looking good. Dude, if you see a game like this on Last Refuge with Keeper, and you think of the possible next patch, imagine how scary a Beastmaster is gonna be in Moon's hands. Oh. Gonna be good. Gonna be real good. So hype for Super League? Let's go. Super League is finally back, man. Long have we waited, but it is coming back. Mr. Kirkov, greetings to Bulgaria. How's life, man? Thank you, thank you, thank you. Oh, I gotta share the link to the tier list. If you're hyped for Super League as well, I did a tier list so you can predict. There it is. Set tier list. Doom. I gotta say, your beard made a nice improvement. Yeah, I'm importing hair now. I don't really know where exactly it's coming from. But it does wonders, man. You just glue it to the face. There you go. Don't have to shave. You gotta replace it every once in a while, but... yeah. And I would kind of like it to get more gray, though. A player's forces are under attack. MK. Yeah, if someone wants to donate his hair, feel free. Or if you want to support us in any other ways, Prime subs might still be lying around for you guys. If that's the case, send them to me. More gray? Yeah, I think it's time to turn gray. I think a gray beard is very stylish. I don't want to color it though. It has to come natural, you know. Sign of... oh, I was about to say sign of wisdom. Losing a peasant to creeps is not a sign of wisdom. A player's forces are under attack. Boink. Good detonate. Damn, Moon is heating up. Moon is heating up. We got to keep her once again. Stick with the winning strategy. If you have a gray beard, you need a staff. I do have a staff in my pants, my bro. It's a staff of sanctuary like the one from the Night Elf, so it's never used. But it is there. Anyway, I'm a bit proud of myself how I worked the Night Elf into this one. We got Keeper Harass again. And now how will he fare against the Mountain King? Definitely a bit squishy. I feel like for an intelligence hero, Keeper is okay tanky. 4 armor already, 550 HP. That's alright, right? And Infy didn't expand yet. I think this game is going fine for Moon again. Staff of Celibacy. Kind of. Kind of. So Moon is expanding way faster than Infy. At least starting the building. Nobody is teching. And if you have a prolonged tech on a map where you don't have Dispel mercs, I think this is very good for the Keeper, no? Moon Jens fan confirmed. Bro, I keep saying the same for weeks. Moon is clearly inspired by Jens.
to me. Either geniuses think alike and Moon somehow, ironically, came up with the same solutions as Jens, or he's inspired. Oh, nice position by Infy, saving this one. But there's the keeper. Deadly, deadly birdies. He got a staff, but there's also bash, so a staff is never guaranteed. In this case, it is, though. Good damage done. Shaves off a couple of seconds of this expansion. Starts mining in a bit. Huntress Hall. Fine. Man, this looks like a different Moon compared to game 1. But of course, an entangled goldmine is rather fragile, and footmen are not. And Moon was out of position for the defense once, and this is how Infy buys time to get back in the game. Springtime Night Elf vs. Human has produced some 5-star games this year. And the keeper has the staff on cooldown. Don't get surrounded, brother. Bursey down, trades it for a footman, who of course are made out of concrete, it seems. And that's another cancel. Always going for the weak spot. There's very, very little Moon can do about this. Now we can staff, but again, the bash risk is real. A player's forces are under attack. Moon playing with fire here. Stormbolt, Town Portal. Okay, he was waiting for it. Moonwell situation. Okay. Okay. But it's the third cancel. God damn. This is so brutal because this building doesn't cost anything. And you would think losing a building that doesn't cost anything doesn't matter too much. But it's huge, actually. Now the Demon Hunter is surrounded. We do have a staff. Oh, we actually use it. Well done. But we don't have the Dryads yet. Is this better with Dryads? He's just getting flooded with footmen. 11 footmen with defend on the way. And still a minute here. And he's still hanging around. And he can still attack the Entangled Goldmine. The second Moon walks out of here, boom, Entangled Goldmine is the target. Every time. If I were a Warcraft pro, I'd be terrified of the thought that Infy is my opponent. You know, he's dead. That's crazy. What this man can do with the Mountain King and Footman. Usually a keeper is kind of designed to kill one footman after the next. Keep of the Grave, strong. Strong. I might steal that. Oh boy. Archmage coming. Rifle. Casters. You know what that means. Infy is filthy rich too. Demon Hunter didn't level yet. Lumber economy is rather bad. And mana burn is up. At least you can control the Mountain King better, but he also got items. Infy has a lot of lumber. That's true, Basti. But he doesn't have a lot of lumber. He has a lot of gold, but not enough lumber.
Boing, bash. First hit bash. Gotta love it, man. That's a staff on the Mountain King. Not enough mana to burn successfully. Third game. Second Ancient of War dead. Finally, additional mining. A player's forces are under attack. Sophie Mask! Oh, that's so good! Little bit of punishment here. Lots of normal damage. And that is the potion force. Keeper is back, but barely any mana. He needs these treants as blockers. Archmage. Can he get the TP? No! Revenge kill. Okay, we're firing from all cylinders here, boys. Since their arrival, Dryad's taken over. The poison, boys. The poison. That's just what it is. To be fair, though, Archmage was only level 1. Doesn't really matter that much. He doesn't want to tech to tier 3 anyway. Lots of damage done. Moonwell's drained. We do get Care Bears in a second. Yo, Benny, all the best to you too. Not the band, but to you too. Well, to the band as well, I think. I don't know how they're doing, actually. Mountain King locked and loaded. He got a big mana potion. Demon Hunter is playing with his life. Is Infy waiting till the Archmage is in range to get the XP too? That'd be brilliant. Nah, doesn't want to pump the potion just yet. Okay, Reju is in. Dispel is ready as well, but not too much. And Infy popping up to 70, stacking items. He had to convert his gold a little bit, but now that he knows that Reju is up, Spellbreakers are the best. But again, Moon, man. This brilliant, simple but brilliant play. Position yourself between the production and the enemy army and snipe. Snipe all the individual units. Friend of mine gifted me a balance board. Such a cool useless thing to have. We should all do a crowdfunding and send these things to Blizzard. Forces are under attack. So Night Elf's finally getting nerfed. Oh. We keep on stacking items. But we got Blizzard. We got crazy good items. Dude. I envy Moon's bravity. Is bravity a word? I envy how brave he is. Without DP, without a staff, into the enemy side of the main, but he's losing units left and right. Bravery. Yeah, true. Yeah, I mean, the keys are right next to each other on the keyboard. I just misspelled them. A player's forces are under attack. Armies are surprisingly even. Moon has an additional heal scroll.
Whee, that's what? He just rejuved everyone and everything. Keeper. Uh-oh, when bravery turns into foolishness. Writing was on the wall, everybody. The writing was on the wall. And whenever the bears march forward, blizzard. And then he tries again, blizzard. And when he's engaging into a blizzard. Yeah, that was a lot of resources for that tavern revive. He was trying to help the Dryads with the sharking. He got a couple of kills. But yeah, Moon playing a macro game on springtime. Question is, how's he gonna get home in time though? In a good position. He's gonna backstab. Demon Hunter Bears will be the vanguard. He will not fall for this, will he? Willy! No, not really. He doesn't have a Storm Bolt either. A player's forces are under attack. He's still shocking. So fascinating how well this works for Moon. Like this entire 76 food army, the power level is drastically been reduced because of the sharking. Keeper back with orb. Not a second orb just yet. 70 food. Can Moon hold here? He got the 2 heal scrolls, as I said. He needs one on these Dryads. If the rifles turn around and gun them down, that's 3 easy kills for Infy. But so far, doesn't really matter. Good focus fire for the most part. Also, Blizzard rocking through. The footmen are great buffer units for now. But the trades are heavily going in favor of Moon so far. But I also see 12 food bears about to die. At least the Dryads are healthy again. He's forcing Infy back in a very, very, very dedicated push. A little bit of healing again. Wow. Wow, what a hold. I don't know about you guys, but I got the feeling that this Moon fella played this game before. And he kind of knows what to do. A player's forces are under attack. Still struggling with the level 5s, though. Still struggling with the level 5s. There's 2 Dispels and 4 Spellbreakers. So Treants and Tangle still got a lot of value. A town is under siege. A player's forces are under attack. Yo, Raybear, thank you for 45. Happy holidays, y'all. Happy holidays to you too. Demon Hunter level 5. Keeper is more or less a sacrificial lamb. He got that invoke potion ready. How many units? How many individual units fell to these Dryads? Vicious assassins. Now what's the follow-up though? Because Blizzard isn't getting weaker. You can't always rely on the fact that you got 2 heal scrolls in a fight. That saved his butt last time. -2. Are we getting fairies, chimeras, mountain giants, tri-hero, second Moon? What are you doing with your money? First and foremost, upgrades and items, I guess. So we got a caster hit squad on the left-hand side. And we got a demolition crew on the right-hand side. Mortar. He needs the gold to revive heroes from the tavern. Yeah, that's true. Let's go! In a fight we go. No AoE Panda Dryad combo, but still
second TP by Infy. Oh, that's so expensive, but it saved him the position, I guess. Breakers have to be forward. Yo, that was 325. Right there. Archmage level 4 finally. Now the only one that needs to level up and gets to level up possibly soon is the Keeper. But I gotta say, these rifles, you should respect the rifle damage output. Stumbled. TP, maybe. Was that a bash animation? I'm pretty sure that was a bash animation. Jeez, the precision. If he gets that bash through, everything's dead. So he portals to the left-hand side, goes to the expo. Red spot, not expo. Yeah, Kingdom for a heal scroll, huh? Mountain King with Subi Mask and Bash. What a ridiculous sight. He gets 2 mana per second now. Even more. So rifles are an issue because you can't reach them with your counter with bears. Mortars are turning into a big issue. And positioning also turns into an issue. Yeah, high income game, that's for sure. Infy got tier 3. And that's a whole can of worms for Moon. Paladin, Alchemist Blood Mage, all possible. Inner Fire possible. Fragmentation Shards already there. I don't think you go Mountain Giants in this position. Knights are too good against it. Frag Shots are too good against it. Blizzard is too good against it. I think MGs are dead in this situation with tier 3. Don't go MGs. It's a trap. Player's forces are under attack. Oh, Entangled. Demon Hunter staffs onto him. Both heroes now here. Blizzard had to be cancelled immediately, but Invis is up as well. Staff out. Nice. Trying to get a better position, but you can't get into a better position here. On Springtime in general, it is so extremely hard to find a fight position on Springtime. I would almost go as far and say against Blizzard and Mortar teams, you cannot find a good fight position anymore on Springtime. Everything is a choke. This 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 is a choke. Everything's a choke. Player's forces are under attack. Fairy Dragons now. Oh, he got one Gyro. He could get one Hippo for scouting. Keeper 5, by the way, for Entangle. Necessary. This time Infy is not giving Moon the free units.
Yeah, Hippo against the Gyro. Fairy Dragon against the casters. I think that is a better late game army. Three upgrades here. Doesn't really matter against Blizzard and Frag Shards. Killing a bear for Potom would be a good call. Yes, I agree. Especially since we see more and more invisibility. Potom would be great. So you got Owl for detection, range attack for Dryads, and an orb carry, and an additional staff. A player's forces are under attack. Main bases empty. Infy picks all the workers. Here are the towers. How are you supposed to break this? This choke against Blizzard, Lamau. This choke against Blizzard, Frag Shots, Lamau. This, Lamau. This, Lamau. And the good thing is he sees everything. We're gonna get 100 supply, Bear, Dryad, Fairy Dragons. Potom gets deleted by Bolt. She shouldn't be in range of a Bolt. It's also another carry for heal scrolls, by the way. Oh, cannon tower! 1 second! Holy, that was close! I love the tree and splitting. A player's forces are under attack. That's a lot of fairies. 5 fairies. If you position them correctly, rip casters. We still got 7 rifles. It's really, really not easy to find a position. It's all about position now. One could say Moon is a fairy ultra. Let's go then. He was pre-buffed, unfortunately, and the rifles protect the castles as well. Here's 2! Whoa, 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 look at the damage! Look at the damage! Blizzard is coming in, you can't reach. Demon Hunter's looking fine. Fairy Dragons do a good job, but was it worth the investment? That's another question. In the front row, things are looking a little bleaker. Ring on the ground. Demon Hunter, Mountain King, both in trouble. Demon, can he get out somehow? He needs a staff soon, and he gets that staff done. Infy, his army is falling apart. He's still in range with the fairies. That is mental. The bears are backstabbing, and Infy gets completely trashed. Losing 40 food. GG. What a setup with the fight. Oh my god. Holy shit. Fairies, man. Chokes don't matter if you got air units. And that's how you break chokes. And to be fair, Infy's answer should just be right-click them with rifles. And he didn't do that. So Moon takes back-to-back wins. Damn.
Damn, 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 Moon. I didn't expect this. Oh, it was a best of 3, by the way, not a best of 5. So it's Ogre now. But that was some spicy Night Elf craft there. Moon is getting back in shape, man. Game 1 wasn't necessarily spectacular with that Warden, but give the man a keeper and he's fine. Who's the dude who said keeper of the throw? Where are you? Where are you? Come forward. Come forward and shower in shame. Jesus, those fairies. Keeper of the Grave is fine. That was funny because he died. It was you. You are brave. And your sins are forgiven. Good shit, Moon. Good shit. Makes my upcoming tier list a little bit harder. You should also stop auto-casting heal with Priest. It's not the biggest issue if you heal against Fairy Dragons, because they do damage according to how much mana you spend, and heal is like 5 mana. In this Inner Fire, Dispel, that's a problem. What are you eating? I still don't know the English term. Oh, Mandarin. Mandarin. Wait, so it's a language and a fruit? Mandarin. This time she said it slower. As if I'm an idiot. Mandarin. Oh, okay. Well, she's onto something. She is onto something. Delicious. It's just the fruit of the Christmas season, man. What can I say? What can I say? Your mind is going to be blown when you hear about orange. Why? Is that also a language? I mean, it's obvious that a fruit can at the same time be a color. Because then you name the color after the fruit. But what does a language have to do with the fruit? It's multiplied by all the fairy dragons, I guess, so 5 mana heal hurts. Yep, that's right. Why are blueberries not blue? Good question. Well, they kind of are, though, right? I mean, that's blue. It's blue to me. Because English is a blood language, that's also true. Even I was able to learn English by watching wrestling. That should tell you everything you need to know about English. That was a cool game. Glad you guys decided. Glad you guys decided to cast this. That explains so much. Oh, what does it explain? What does it explain? Tell me 3 things that this explains. Your great taste. Fair. Fair. Okay. Nice save. Nice catch.
That's of course correct. Yo, Rugby, Merry Christmas, you too. Moon sharking, man. Moon sharking paired with the fairy dragon. I would say a lot of you would have transitioned into mountain giants. That would have been a major mistake. Especially on a choky map like this. There's already so little space for bears, and then there's even less. Okay. Well, time to talk about Super League. We've been here for the past couple of months, and we were begging for Super League to continue. And for a long time, it was clear that it would continue. The question is when, and the answer is tomorrow. Tomorrow we get the first set of matches, and if you haven't seen it yet, it is Happy versus Sock, it is Focus versus Elegant, it is 40 versus Soin. All best of 5. These times are Chinese time zone, so you gotta do -7 for the Euro time zone. On our homepage, it's converted into your time zone already. Same for Liquipedia. So this is a banger match. Happy Sock, dude. Ooh, yes. Focus Elegant, Fortitude Soin. Great matches that we're getting into tomorrow at noon. You should all be there. Set your alarms, everybody. Even the Europeans. Even the Americans. And it doesn't matter if east or west or south or north. Set your alarms. Chili, I explained this many times. No worries. At noon, Warcraft 3 Esports. Afterwards, World of Warcraft. Number 1 priority, Warcraft 3 Super League. Number 2 priority, having fun in World of Warcraft. Hype for this. Very hype for this. So, I got all 15 players of the Super League in a tier list. You can do the same tier list for yourself with ! tier list. You can then post your results and your predictions in the Discord, where we have a channel called Super League Tier List Predictions or something. All the best, Mr. Dark. I hope the family had a good time. So, 15 people. I sorted them alphabetically. Colorful 120, Elegant, Focus 40, Happy, Infy, Cow, Labby, Lawlight, Live, Lin, Moon, Soin, Sock. How this works is, we got 15 players. 3 of them will not be making playoffs. So 12 out of 15 will make it into playoffs. The round of 12 is rank 12 to 5. So rank 12 versus rank 5. Rank 11 versus rank 6. Rank 10 versus rank 7. And rank 9 versus rank 8. Right? And those 4 winners will meet the top 4 of the regular season. We're gonna predict everything. Everything. So we gotta predict the champion. Then 3 other people in the top 4. Then 4 other people for the top 8. And 4 other people for the top 12. And 3 other people for not making playoffs. All right, so far so good. You got the link, right? So we can do this. I hope. I feel. So I hope I can use Warcraft 3 info for some results. Yes, I can. We got to check some results here before we do the predictions. We got to start with Colorful. And you know, ! Colorful. Colorful is a great player. He just needs to work on build orders, creeping, scouting, resource management, multitasking, hero leveling, unit control, strategy, TP, staff positioning, timings, training hero on time, 1 blink timings, and not losing Tree of Life to creeps. The truth is, Colorful didn't play throughout the entire November and December.
with the start of Ancient of Wonders Cup, Colorful has disappeared. So he's always been a gamer who doesn't need a lot of practice to get into a good level. But I think the others have stepped it up a lot throughout his absence. So we also have to think about strength in matchups and what does that mean. For example, there is 6 Night Elves here. If you have a good Night Elf matchup, you're gonna get far, kid. You will. Colorful has a good mirror, but did the others maybe take over? Elegant has a good mirror. Cow has a good mirror. He has the goat mirror. Lolly has a good mirror. Life has a good mirror sometimes in specific cases. And Moon has a good mirror. So is this still enough? I don't know. Who's he supposed to beat? Who will Colorful guaranteed beat? If you ask it that way, I don't see a single answer. Elegant is good in mirror. Do we have any games? Okay, he does beat him convincingly, 3-0, but Merry Christmas. yo, Sapur boy, thank you. You too. I don't know. Maybe we shouldn't sleep on Elegant. This guy is gonna get there motivated. And his mirror is good. He beats Jens in mirror. At times. It's close between Jens and Elegant. And it's also close between Jens and Colorful. Elegant's mirror is one of his best matchups. So I think Colorful, the only choice is top 12 or not making playoffs. I think he's not making playoffs. Happy if he surprises me. But I don't think he's making playoffs. 1-0. He's back in shape. He is championship material. But competition is also super fierce, man. He can, like, the thing about 1-0, what makes me confident about him is he fixed his human matchup. He fixed his human matchup, and this was his greatest weakness for many years. So he's solid versus Elf, and that could actually bite him, that he's not great against Elf. Because there's 6 Elves. You need to be great against Elf. But he's also not bad against Elf. Like, win, loss, win, loss, 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 loss. That was quite a streak here. But that's also a month ago. And then in playoffs, he can beat everybody again. I might put him into top 4 and might switch that later. But I think he's top 4 material. Is he? Maybe he's top 8. The others are so good, man. The only reason I put 1-0 in top 8 is that the others are so good. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. I think the others are too good and too consistent. And because there's a lot of elves. Elegant. Not making playoffs. Sorry, Elegant. I like you. You're the underdog. The others are like 3 levels better than you. He might cause an upset here and there. This would be fun. But Elegant, you're not making playoffs, man. You're not making playoffs. I'm sorry. Leon, do your own prediction, mate. On stream. Here we go. Tier list. Here's the link. You can do it yourself. And Merry Christmas, brother. Focus. Focus, focus, focus. What can I say about focus that I didn't say about focus in the past years? Focus is probably one of the best
gamers on average that we got in this scene. His lows are low, his highs are high, his baseline is high. He was probably a bit demotivated in like October, November-ish. The last matches I've seen from Focus showed big potential. Almost killed Happy again. There is a fact though, and that is Focus isn't good in big one-on-one tournaments. So, as much as it dreads me, and I love to be wrong here because I love the guy, for me, Focus is either top 12 or not making playoffs. The thing that speaks in favor of him is that his matchup versus Night Elf is goated. I put him at top 12. Barely top 12. $40. $40 is definitely top 4. Even though he's not as dominant. But we also, like, $40 obviously, multiple time tier 1 tournament winner, destroyer of lands, eater of worlds, dethroner of emperor, etc, etc, etc. He's not as scary as he once was, even in bigger tournaments. He lost his streak at WSB. He reconquered it. Is he champion material? I don't think so. I don't think so. I think he's top 4. He will, ironically, struggle against Undead. Happy. Happy will be the top pick for champion. But is he going to be the champion? I heard today that playoffs are best of 5. Only the grand final is best of 7. If the entire playoffs were best of 7, I think that's an advantage. Happy. In best of 7s, and we've seen that recently a lot, everything can happen. No. Everything can happen. Everybody can beat Happy in a best of 5. In almost everybody can beat Happy in a best of 5. Except Moon, maybe. Cow Infy 40 with his focus 3-2. He got some losses versus Infy and 40. Life got real close. Soin got real close. Moon got real close. Focus got real close. He still takes the majority. I don't think Happy is gonna be champion, man. I don't think so. My prediction is we get the first new tier 1 champion in over 3 years or so. Infy. If we live in a dream world, and I assume that at every playday on every map, Infy is going to be playing his best. Infy is my champion. But ladies and gentlemen, let me tell you that we're not living in a dream world, unfortunately. We live in the reality. The reality is that Infy is not consistent enough. And I think Infy's run ends at top 8.
As much as I would love to see him win a tier 1 tournament again. Don't we all live in a WC3 dream world if B2W stream is live? Much love, Aeroplane. Much love. Up next is Kaho. And Kaho is a beast. Even though he didn't show it yet. Number 1 in ELO. Winner of L Cup. Super consistent. He is suffering versus happy. But apart from that, he's beating everyone. He got his downs. But I think his average matchup is so good that he will make top 4. He could get unlucky and have an unfavorable bracket or something, but he'll make top 4 for sure. He should make top 4 for sure. Labby. Labby is my champ. He came close last season. He went away for a bit. And what I've seen in the past 3 weeks is the best Labby I've ever seen. Best Labby micro I've ever seen. Best Labby ideas I've ever seen. Most unique playstyle I've ever seen. Labby is gonna be my champ. I'm a Labby stan. I'm completely delusional. I don't give a fuck about what anybody say. I'm a Labby fanboy, and I say it loud and I say it proud. He might need a little bit of luck to beat Happy in a final, but maybe they face each other before, or Happy is gonna be taken out before. Labby is my champ. That means I got no spot left in top 4. This is gonna be heartbreaking, man. We got 2 more spots in 8. We got 3 more spots in 12. And we got 1 more spot in not making playoffs. So, Lawlight will struggle, will somehow push himself over the line to make playoffs, but then that's where it ends. I don't think there's like super impressive Lawlight results recently. Close losses. A win against 40, a win against Labby. Wins against Labby actually makes me question my Labby choice. But Lawlight has one of the biggest chances to upset and to be the story of this league. Because we don't really know too much about him. But I say top 12. Same for Life. Life has a 6-6-6-6 hick undead matchup. Won't help him that much here. He's not good enough in Mirror to make it super far. Life top 12. He can be a stepping stone though for others. People could struggle against Life for sure. He might steal some points for sure. But Life to me was a disappointment last season, and he's going to be a disappointment this season. And then we come to probably something that you will tear and feather me for. You'll burn me alive. Lin's not making playoffs. Probably controversial. Some will agree. Some will say, what? I make the prediction Lin is not coming back in shape. The others will have surpassed Lin by now. This break was too long. The game has developed too much. The others got too good. I don't think Lin is making playoffs if he's not starting to Omega grind. But there's not much time. And we don't see him anywhere, right? If we would have like an amazing ladder account with like 500 games, I'd say for sure.
if we would have seen anything else in the 2-on-2 show matches where we could judge his level, I don't believe. Hoon. Similar situation as Infy. If we had the best Moon ever, every playday, every map, Moon would be a contestant for the title. At least top 4. This tournament is long. 2.5 months. He is looking amazing right now. At times, I don't think he can hold that level that he got 4 weeks ago and kind of is on the way to re-get now. Moon top 12. And then, this is probably my most, like another controversial thing. Soen is gonna be the best performing orc. I would love to see him higher. Dude, I've been so in love with Soen's play in the past couple of weeks. I for sure overrate him. There's hope in this pick. There is bravery in this pick. But I believe what I see in Soen vs Undead is top. What I see in Soen versus Pally Rifle is top. What I sometimes see against Night Elf is really good. If he gets more consistency in his Night Elf matchup, he can make top 8. And Sock is kind of on the other end of the spectrum when it comes to top 8, because I have to put him top 8. While Soen will probably just barely make top 8, Sock will barely not make top 4. He won Ancient of Wonders Cup. He is a tournament winning player now. And he showed us. But can he do it again? His play at Ancient of Wonders were insane. Then we haven't seen him for a bit. He performed well, I think, in the last tournament. Or at least okay. He still gets wins over Infy, which is crazy in Human Mirror. 4-2 versus here. But again, 8-2 against Life. And then here, 8-2 versus Life. Bit shaky. Plays a lot of Night Elf matches here. Late at night, I guess. So many games against Life again, man. These guys must have played each other 650,000 times. So it's a bit shaky. It's like, it's a lot possible for Sock. A lot. And maybe his Night Elf matchup is helping him. Because that's really, really, really good. But I don't know. That's my list. That's my list. If you do the tier list yourself, put them on, I don't know, Reddit or the Discord. We got a Discord channel for this. Did I capture everything now? Oh, I should capture in OBS, not here. I don't look too great. Okay. Screenshot it into back to Warcraft Discord. Tier list predictions. There you go. We got a prediction from Vashbear. Vashbear says this. Happy wins. 40 Kaho Infy. Labby Sock Live Focus. 1-0 top 12. Wow. A believer in life. In Moonstone. That's not unreasonable. That is not unreasonable. That is not unreasonable. Who else we got? Iron Chef. Iron Chef says happy 40 Labby Infy as well. Same, almost the same. 1-0 Lin Sock Live.
So in Moon Focus Kaho. Kaho the disappointment, huh? Kaho the disappointment. In unison, you say elegant, colorful Lawlight. Could happen. Could happen. Who else is in? No one else. Okay, I'm definitely waiting for Sharky. Hashtag DWSL. That's the channel. Ah, someone coming in. D-Mool. D-Mool says 40 is the champion. Happy Lin Kao. One of each race. Good, 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 good. 1-0 Infy Live Labby. Focus Sock Moon Loliet. Elegant, so and colorful. Also not an unreasonable list. Also not an unreasonable list. Good stuff. Yeah! Oh, Mr. Baron! Mr. Baron has a prediction. Baron of the gym community. Focus first. I would love that, man. I would love them. Happy 40 Labby. Reasonable. Lin120 Infikaho. Reasonable. Live Colorful. I think this is the first person to not put colorful into not making playoffs. Moon Sock. Ah. It's hard, man. It's gonna be so fierce. So in Law Light Elegant, it's not unreasonable. It's not unreasonable. Vinti. Someone who watched like the past 90 days or something. Happy wins, 40 Labby Kaho. This is a pretty common top 4. 1-0 Lin, Sock Moon, doable. Loliet Focus So in Live, doable. Infy not making playoffs. Oh, that's brave. Oh, FG, wait. Link is also on our Discord, FG. But there it is. Infy not making playoffs is wild, I feel. Okay, okay. Lucifer Lights sees 40 as the champ. 3 undeads. Whoa. Focus Sock Infy Life. Could happen. So in Law Light Cow Moon could. This could all happen. This could all happen. I see a world where this is happening. I stopped caring after I put Focus as one. Fair. Fair game. Forms coming in. Happy 40 Labby Cow. Yeah, these are the top 4, eh? Sock Life Focus Infy. 1-0 top 12 is. It looks so unbelievable, but it's so possible. Light Moon Lin, possible. Elegant, colorful, so in. Also possible. Also possible. Kov! That stupid idiot. Got the worst format of them all. Ooh, we think alike with the Lin call? I don't like that we think alike. Colorful, elegant Lin. Infy, Moon, Law Light, Soin, could be. 1-0 Live, Sock, Focus, could be. Happy as the champion, Fortitude car. Top format! A lot of people go with this top 4. A lot of people go with this top 4. Not as controversial as I would expect something coming off of Kov's phone. Save Orcas! The man, the myth, the legend, the springtime creator.
Elegant Infy Lawlight. Also Infy. Really? What's going through your mind when you set Infy as not making playoffs? Suck colorful focus moon could happen. 40 only top 8? So in top 4. You see the brilliance in Soin's play, huh? You see what I see. The diamond that's growing under pressure. I see that, man. I see the brilliance. I see it. Banking on the fact that Infy might play some Dark Ranger random things, not taking it too seriously. That could definitely happen. That could definitely happen. Happy Cow Labby. 40 top 8. Dude, if 40, 120, and Lin are getting eliminated top 8, that's probably the most decorated top 8 elimination of all time. Very cool, very cool, very cool. Keep them coming. Keep them coming. You guys like tier lists, huh? Interesting. Yeah, I think we all agree. Most of the players are night elves. Most of them will find themselves at the bottom of the barrel. That's a fact. For orcs, it's insanely hard to predict. Sharky? Sharky. Oh, brave. Sock the champion. Happy Moon Infy. Controversial. Controversial. 120, Lawlight, Fortitude, Lin. Moon and Infy. I'm more surprised about Moon top 4 than Sock top 1. Sock top 1 can definitely happen. I think Sock top 1 can definitely happen. I don't think Moon top 4 can happen. It's a middle finger night elf. True. Nice. Nice. 120, Lawlight, Fortitude. Fortitude top 8 is crazy to me. Lawlight over Kaho. Labby only top 12. There's a little bit of rage bait going on. Yeah, Koff, tell him. You two young guys have to fight. And last one we show on stream, sarcasm. No, sarcasm. Sarcasm. Happy 40 Cow Labby. Lin Moon 120 Infy. Focus Life So and Sog. Yeah, reasonable. Reasonable list. Reasonable list. Cool. Not a single person took 40 as the winner. Wasn't there? Lucifer Lights did. And Demool did. We need your list, Hetor. Your word is gospel. Yeah, Hetor. I mean, Hetor knows the outcome of every game after the first 10 seconds. So we need his tier list. Hetor is a YouTube chat member.
We're gonna compare. We're gonna compare at the end of the season. Alrighty. Then the Warcraft part of the day is over, and after a little break, we're going into the German section of the stream, which is World of Warcraft. The last bit of practice before the hardcore challenge starts tomorrow. Super League starts tomorrow. World of Warcraft hardcore starts tomorrow. And hopefully you're with us for the entire freaking day. I am level 16. Let's see if we die on my practice character today. Or if we survive the entire practice arc. I can say I was at 1 HP today. I was at 1 HP today for the first time. That was scary. So, things are switched already. I'll be here. I need to eat something, like 15 minutes. I'll be here in 15 minutes, more or less. Sauercrowd. Okay, for all the English folks who tune out, thank you very much for tuning in. I hope you had wonderful holidays and you're with us for the rest of the year. We got stacked days, guys. I'm so freaking hyped, man. I'm so freaking hyped for the upcoming 4 or 5 days of the year and the start of the next year. Super League tomorrow. Spread the word, tune in, discuss the league on the Discords, on the Reddits, etc. So see you guys in more or less 15 minutes.
Scheiß auf den Cooldown. Scheiß auf den Countdown. Wir gehen rein. Freunde, es ist wieder World of Warcraft Zeit. Sauercrowd. Morgen geht's los. Für die meisten geht's los um 12. Für mich geht's los um ungefähr 18 Uhr. Je nachdem, wann Super League vorbei ist. Also Plan ist, Super League casten ab 12. Dann essen wir ein bisschen was. Dann gucken wir uns das Chaos vom Launch Day an. Und dann gehe ich rein. Freunde, ich hab so Bock. Ich hab so crazy Bock da drauf. Wir sind in der World of Warcraft. Wir haben 2 Charaktere. Wir haben einmal Jannis lernt es. Wir sind Level 16, ein Magier. Und mein Char für das reale Event ist natürlich schon erstellt. Jannis kann es. Name ist geklaut. Bereit gehalten. Und so gehen wir rein. Was ist seit dem letzten Mal Streamen passiert? Wir waren mit Vesti in Westphal. Und da hatten wir so eine riesen Menge Quests. Die habe ich abgearbeitet. Dann gab es ein paar Folgequests. Die waren relativ hochlevelig. Und jetzt sind wir zurück im Loch Modan. Das heißt, es gibt jetzt jeden Tag 12 Stunden Streams. Jo. Das ist der Plan. So, was ist im Charakter passiert? Ich habe, glaube ich, einen neuen Rücken. Ich habe eine neue Robe. Keinen neuen Stab, leider. Ich brauche mehr Damage. Das ist eben ein paar Upgrades, aber noch nichts Nennenswertes. Ich habe volle Taschen. Ich habe noch ein paar Fragen zu Gear. Weil das müssen wir gleich mal checken. Wenn hier Leute sind, die am Start sind. Ich habe ein bisschen an der Alchemie weitergearbeitet. Bin bei 25. Da geht noch was. Ich habe ein Gold. Ja, ich habe ein Gold. Das ist richtig. Ich bin fast bei 80. Oh, ich könnte 80 mal hochleveln, ne? Ich glaube, bei 80 gibt es ein neues Recipe hier. Ich habe ein Gold. So, jetzt gib mir 80. Frechheit. So, dann können wir mal den nächsten Erste-Hilfe-Lehrer anschnacken. Ich bin fast gestorben heute. Ich bin fast gestorben. Es gab eine Situation, in der ich gelevelt habe. Es gibt ja diese Räuber-Banditen-Defiers-Typen mit den roten Stirnbändern und Armbändern und so. Ich kannte die als so Rogues und Warrior. Ich kannte diese Freunde noch nicht als Caster. Holy shit! Tut so ein Feuerball weh, Junge. Doll. Ja, da war ich auf einmal bei 1 HP. Das war doof. Aber es ist okay. Welche Berufe hast du? Ich habe Pflanzenpflücken, Kräutersuche und Alchemie. Das habe ich. So, ich habe auch einen Klassenquest. Ich bin Level 16. Leider gab es mit Level 16 nicht so super geile Updates. Das war doof. Ja, wir können ja... Meine Gear-Frage. Wenn jetzt schon krass, dass so viele Leute am Start sind. Geil. So, ich habe eine relativ spezifische Frage, die aber Teil eines größeren Ganzen ist. Ich habe mich mittlerweile mit meinen Stats ein bisschen beschäftigt und gemerkt, Stärke brauche ich zum Beispiel gar nicht. 0. Weil ich habe ja keine Nahkampfangriffe so. Also Stärke ist raus. Agi ist Distanzwaffe, wäre ja mein Zauberstab. Not so bad. Crit immer okay. Evasion im Hardcore vielleicht auch okay. Ausdauer, glaube ich, im Hardcore sackwichtig. Intelligenz natürlich für einen Caster immer mega wichtig. Willenskraft mit Sicherheit auch wichtig. So, jetzt seht ihr, meine Robe hat +2 Ausdauer und +2 Willenskraft. Agi geht nicht auf Zauberstab, nur auf Bogen. Geil, schon was gelernt, Konsu. Danke. So, jetzt seht ihr meine Robe, die ich anhab. Die hat +2 auf Ausdauer und +2 auf Willenskraft. Jetzt seht ihr, ich habe noch 2 Roben im Inventar. Die haben alle denselben Rüstungswert mit 28. Eine Robe hat
plus 4 Willenskraft. Die andere Robe hat plus 4 Ausdauer. Also, will ich mehr HP? Will ich Willenskraft für Regen? Oder will ich einen Mix? Ausdauer? Ausdauer safe? Ausdauer? Okay. Willenskraft ist als Magier egal, weil man seine Tränke hat. Das geht nur out of combat und dann ist eh egal. Ah! Für den Hardcore Ausdauer und Int-Mix am besten. Okay, Int ist ja jetzt nicht gefragt, weil es Willenskraft ist. Das heißt okay, ich sehe deinen Punkt. Vielleicht wäre ideal ein Mix aus Ausdauer und Intelligenz. Wenn aber Willenskraft dabei ist, dann ist Willenskraft gar nicht so wild. Und wir gehen auf Ausdauer. Das sieht doch lecker aus. Ja, schau. Hallo. Ja, das ist auch stylisch. Am besten. Ach ja, für alle, die noch nicht so wirklich drin sind, ich spiele das erste Mal World of Warcraft. Ich habe nicht so viel Plan von nicht so viel. Und wir spielen Hardcore. So, das vielleicht als Disclaimer, den einige Leute noch brauchten. Aber ich finde es guten Call. Wir gehen auf Ausdauer, mehr HP statt Mix oder statt Regen, weil Regen ist Wasser und Regen ist Brot. Top. Weiß ich Bescheid. Ich weiß nicht mehr so ganz Bescheid, was wir hier machen mussten. Wir können hier was abgeben. Verteidigung der Länder des Königs. Was haben wir denn da gemacht? Ah, okay. Gut, dann gehen wir da erstmal hin. Wichtig ist, dass du Kämpfe überlebst. Regen kannst du danach. Yes! Oh ja, apropos. Das stellen wir erstmal her. Ausdauer und Int. Alles andere ist Bonus. Willenskraft fängt erst ab 5 Sekunden nach dem Cast an. Ja, das mit dem Regen, dass das 5 Sekunden dauert, habe ich mittlerweile gerafft. Und ich glaube, bis ein Mob nicht mehr im Kampf mit mir ist, sind 11 Sekunden oder so. Kann ich Königskraut schon ziehen? Nee. Ich habe ein bisschen verpennt, Kräuterkunde hochzuleveln. Jetzt kann ich hier nichts mehr sammeln. Ja, sehr gute Hilfe, Freunde. Sehr gute Hilfe. Spellmäßig hat sich gar nichts verändert. Ich glaube, ich habe den Feuerschlag auf Level 2 oder so. Wir gehen nach Süden, wir geben ab. Und dann bewegen wir uns so ein bisschen nach Westen. Die Zeit, die der Mob im Kampf bleibt, steigt mit dem Level. Aha. Ja, tschüss. Dankeschön. Grüße. Mana-Trank, ja, lecki. Den kann ich noch nicht selber herstellen, weil ich das mit der Kräuterkunde ein bisschen verbaselt habe. Ups. Aber ja, im Grunde ist es das. Das ist ein bisschen advanced, aber du solltest nur Frost Nova Rank 1 auf den Bars haben. Das kostet Mana und du benutzt das eh nur für Kontrolle. Ja, ich habe noch gar keine Möglichkeit. Da muss ich erstmal selber rausfinden, wie das scaled und mit was. Wenn es mit Damage scaled, vollkommen egal. Wenn es mit Cooldown scaled, ich glaube, das scaled aber nur mit Cooldown über die Talente. Aber ja, sehe ich den Punkt. So, ich glaube, hier waren wir noch nie. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht wohl. Junge, große Spinne. Ist die größer? Doch, hier waren wir mit Westi. Da haben wir auch den Quest gekriegt. I see. Später kriege ich vielleicht noch Hilfe von Mauki. Das wäre nice. Die ist aber gerade busy, andere Leute Schön, euch zu sehen. Mentoren. Geringer Heiltrank, nice. Ich habe ein paar Heiltränke vielleicht verbraten. Man sieht sich. Wann geht das Event los? Morgen.
Eigentlich war Ziel einmal Deadmines vorm Event, damit ich weiß, wie so eine Inni abläuft. Wann es morgen losgeht. Was kann ich für euch tun? Für die anderen ab 12, für mich ab so früher Abend. Engineering ist sehr gut. Ja, das haben mir Leute gesagt. Wir haben uns trotzdem für Tränke entschieden. Schaden scharfer Waffen. Gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ihr müsst im südlichen Wachturm 10 Schamanen und Knochenknacker. Okay, da waren wir schon mal. Ich muss, glaube ich, mal reparieren, Alter. Haltbarkeit voll, Haltbarkeit fast voll. Ja, nice, dann nicht. 2 Level dann Deadmines. Ist das nicht Level 20? Spielst du alleine? Ey, ich glaube, das wird sich einfach so ergeben. Also ich starte alleine rein, weil ich bin ja relativ spontan auch ins Event gerutscht. Und dann trifft man sich auf dem Discord irgendwie. Suche Questgruppe Westphal, let's go. Wenn dein Gier im Arsch ist, siehst du das rechts oben. Ah! Dann zeigt dir das an. Ah! Ja, momentan tradet man noch ganz gut. So, also kann ich hier lang, dann da lang. Da ist er ganz schön rot, Freunde. Wir schauen mal. Ja, Max hat auch schon Hilfe angeboten und mir ein bisschen was erklärt. Hast du den Einbürgerungstest gesehen? Nee, gehst ja schon auf YouTube raus? Ich war nicht da. Ich glaube, ich war selber live. Splittersteintal, top. Was brauchen wir hier? Splitterstein, Schamane und Knochenknacker. Jo, die sind alle tot, wa? Okay. Wie immer, aufpassen wegen Respawn. Speer brauche ich nicht, Speer brauche ich nicht. Hat jemand einfach den Müll liegen lassen, ne? Frech einfach. Trock. Das ist nicht das, was ich brauche. Es geht hier. Erdwurzel. Ah, Erdwurzel kann ich. Junge, ich bin so ein bisschen geil auf Kräuterpflücken, muss ich sagen. Was ist das hier für ein Sneaky Gang? Ich habe ein bisschen Angst, dass hier was ist. Okay, Level 11, das geht klar. Okay, ist eh alles tot. Gut. Hau mal weg da. So, weil ich jetzt ein paar mehr Talente in Frostbolt habe, mache ich keine Rotation mehr, ne? Ich baller nur Frostdings drauf. Ich kann hier einfach, kann ich hier irgendwo wieder zurück? Vielleicht da durch. Oh, wie nervig. Low Level und Arsch. Na, zusammen? Ich glaube nicht. Welchen Namen? Janis kann es natürlich. Ist doch logisch. Ich habe einen Kräuterfetisch. Das kann man wohl so sagen. So, das sind immer noch nicht unsere Mobs. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Okay, ich hatte vollkommen unberechtigt Angst. Was geht hier? Silberblatt brauchen wir auch. Hat der geklaut, ne? Jo. Gut, dann kriegst du keinen Buff. Das war meins eigentlich. Sehr. Nein, wir brauchen Schamane und Knochenkacke. Die waren doch auch oben, oder nicht? Oben auf der Karte. Was geht hier? Sehr. Schädelhauer. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir alles nicht.
Schädelhauer. Brauchen wir alles nicht. Unspektakulär hier, Freunde. Nichts für uns dabei. Ich bin vorbeigelaufen. Solange der Punkt da ist, ist das da. Ah, da ist eins. Schau. There we go. Ach, Mensch. Ich will doch nur Blumen pflücken, Mann. Ja, das ist schon, das geht schon. Oh, bist du auf mich? Nee, gut. Was ist denn das andere Blattding? Auch hinterm Baum? Ich sehe hier nix. Ich sehe die Erdwurzel nicht, Freunde. Bin ich doof? Ich stehe doch genau drauf. Whatever. Nicht notwendig die Zeit. Am Hang? Das sieht nach Wurzel aus, aber da ist nichts zum Klicken. Ist mir egal, ist nur eine blöde Wurzel. Zoom in. Ah, da ist das ist oben? Ah, das ist ein Level über mir. Okay, okay, also oben. Ja, nö, da laufe ich jetzt nicht nochmal hin. Wir müssen in ein anderes Gebiet, wo mehr Action ist. Threadmeter. Ja, Threadmeter habe ich. Dass ich da jetzt drauf gucke, würde ich jetzt nicht sagen. Ach, schau, da ist sie doch. So sieht die aus. Okay. Weiß ich Bescheid. Grafiktempo runterstellen kann helfen. Ey, das hatte ich im Holzfällerlager, wo man so Holzscheite sammeln muss. Habe ich nicht gesehen. Bis ich weiß nicht, wie das Setting heißt, Foliage runtergestellt habe. Dann lagen sie da auf einmal. Was geht hier? Nahrungsmittelkiste. Das sieht mehr oder weniger gefährlich aus hier, aber wenn man eine Kiste aufmachen kann, muss man eine Kiste aufmachen. Muss ich da rein jetzt? Hä? Banane. Toll. Da ist nichts. Wo sind denn diese Pappnasen hier? Ach, hier geht's noch weiter hoch. Hügel, ey. So, jetzt muss gleich links gehen und dann müssen die da alle irgendwo Ist eine Sackgasse. You kidding me? Nee. Was geht hier ab? Ich bin wieder genau da, wo ich eben war. Das bringt mir 0. Okay, manchmal ist es auch einfach ein bisschen durch die Gegend laufen. Die sind... Ja, ich bin hier alleine im Schwertteil. Also hier passiert ja nichts. Durch die Gegend laufen wir groß geschrieben. Ja, das habe ich schon gemerkt. Hier geht auf jeden Fall wenig. Manchmal. Wobei, kann auch ganz chillig sein. Ein paar Pflanzenfutter nebenbei und so. Das ist schon ganz okay.
So, also müssen wir hier lang und dann hier den Quest abgeben und dann wird da schon irgendwo mal was sein. Guck, jetzt bin ich auch nicht mehr im Schlütterdingstal. Müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Immer wenn ihr euch Sorgen macht, überrage ich übrigens. Aber ja, ich kann nicht verhehlen, dass so ein Mount schon nett wäre. Hallo. Und das sage ich auf Level 16. Was sage ich dann erst auf Level kurz vor 30? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh shit, ich habe meinen Homestone nicht auf die Loch Modan Base gesetzt. Das wird eine weite Reise. Aber gut, jetzt sind wir am Wasser. Ist Wasser immer Murloc-Gebiet oder so manchmal? Vielleicht gibt es da auch gleich ein neues Gasthaus. Wir schauen. Ja, das sind einfach Leute. Als Magier mit Blink bist du schneller. Jo, da frage ich mich, wann das kommt. Aber wir verraten keine. Geht der auf mich? Ne, der geht auf Wundesohn. Lemau. Wir haben den gleichen Drip. Außer, dass er eine schöne Mütze hat und ich nicht. Okay, anscheinend geht die Reise hier für einige Leute hin. Dann können wir nicht falsch sein. Ja, Wasser, ey. Gibt's, also, ich habe noch nicht rausgefunden, wie man normal an der Oberfläche schwimmt. Ich gehe immer unter. Und dann muss ich springen. Und dann springe ich darüber wie Jesus. Das ist auch affig. Magier ist quasi Neidelf. Du kriegst gleich einen Bann, Kollege. So wird hier nicht über Magier geredet. Euch durch den Kopf. So. Bring Magma 8 verzierte Steingötzen. Neuer Zauberstab Pog. Ja, das wollen wir. Bleibt auf dem Boden. Wir wollen Götzen. Wir mögen den Spieler nicht, aber wir wollen jetzt die Götzen. Redet mit mir. Bringt den Fortschrittsbericht in Telsama. Fort mit euch. Kein Plan, wo das ist. So. Jetzt haben wir hier Götzen irgendwo hier. Klippenflower. Gut, da muss man jetzt hoffen, dass die da sind, ne? Die sind wahrscheinlich oben. Ja, ich sag mal more or less 18 Uhr morgen. Je nachdem, ey, wenn Super League lange geht, dann wird's ein bisschen später. Wenn Super League kurz geht, dann wird's ein bisschen früher. Ihr wisst ja, wie das ist mit Warcraft-Matches, ne? Bärenfleisch, da kann man lecker was draus grillen vielleicht. Ja, das ist schön, dass ihr euch freut, Freunde. Muss man doch darunter. Ah, man hätte durchs Tor durchgemusst. Und hier sind die Götzen irgendwo. Level 18? Level 19? Okay, Bruder, das ist so nicht abgemacht. Vielleicht will ich noch das nächste Level hier mir farmen. Die Droge laufen weg. Machen das nicht alle Humanoids irgendwann? Es schien mir irgendwie so. Tag. Pattern gefunden. Ja, ich glaube, wir grinden da einmal kurz hoch auf 17, ne? Hey, lass mich doch mal hier ein bisschen Wasser trinken, Mann! Oh, jetzt habe ich Feuerball gedrückt, das wollte ich nicht. Ist gut aufs Level zu achten. Ja, das habe ich in Westphal gelernt. Freunde. Ich dachte, cool, tasmanischer Teufel, bockt ja. Den Gegner hatte ich noch nicht. Lass mal was machen. Boom, Level 19. Und da war ich noch nicht. Und bin ich jetzt 16.
Das war doll. Da bin ich gerannt. Weit und schnell gerannt. What's your plate? 20 Stunden. 19 Hours. Wenn ich nur Mobs farm, dann dauert das sicher ewig, ne? Aber gut, was willst du machen? Ich will mich jetzt nicht ich will das schon so mehr oder weniger realistisch spielen. Wie ich es auch im Event spielen würde. Und wenn das jetzt heißt, wir müssen ein bisschen grinden, dann ist das so. Ja, ich glaube, also solange man aufs Level achtet, ist man ja mehr oder weniger safe, sag ich mal. Man muss nur aufpassen, und das muss ich vielleicht öfter mal machen, checken, ob Gegner Abilities haben. Ich meine, wo war das? Einer der Defiance hatte auch Stun. Und Alter, hat mich der Stun erschrocken. Ich wusste nicht, wie lange. Ich wusste nicht, was ich machen kann. Aber habe ich gestunt. Fuck you. Na komm, Zauberstab, Flieg und Sieg. Hurtigkeitstrank, super. Flitzdieseln. Okay. Ja, also wenn das jetzt hier mein Char wäre, müsste ich wahrscheinlich mal so 2 Stunden Kräuter sammeln, um das auf ein vernünftiges Level zu bringen. Aber ist ja nicht. Götzen sammeln. 18. Verteidigung der Länder des Königs. Ja, das wäre schon geil, wenn man den irgendwie vorher machen könnte, aber der ist ja... Das haben wir ja nicht gefunden. Aber da könnte ich es auf jeden Fall farmen. Vielleicht muss ich da einfach nochmal suchen. Und dann bin ich 17. Und dann passt das. Gibt's hier ein... Yo. Was geht euch durch den Kopf? So, weg. Weg. Die können auch weg. In diesem Fall. Okay. Man sieht sich. Ich muss den Shit nur finden, wie man da nach links kommt. Da kann ich was abgeben. Ach, das ist wieder das Hauptlager. Ja, hätte ich jetzt meinen Ruhestein, ey. Wo geht's da hin? Ödland. Okay, da sollten wir vielleicht nicht hin. Gut, laufen wir mal kurz. Hardcore oder Fastcore? Nice. Du warst schon richtig, jetzt nur in die andere Höhle reingemusst. Okay, das kriegen wir hin. Die andere Höhle. Was haben wir hier? Tetanus. 16 Minuten? Ich habe einen 16 Minuten Debuff. Das ist krank. Das ist schon frech. Ah, der greift mich eher an, ne? So, es gibt so einige Sachen, die ich gerne in Warcraft hätte. So Interface-Anpasserei und so. Einen 16 Minuten Debuff muss nicht unbedingt sein. Was geht hier? Friedensblume. Ja, na gut, dann hau ich dich ja. Oh, 14. Das ist unterschätzt. Ich habe so ein psychologisches Phänomen. Wenn ich irgendwo hinlaufe das erste Mal, bin ich voller Respekt. Und alles ist gefährlich und alles macht mir Angst. Und wenn ich dann durch dieselbe Area zurücklaufe, unterschätze ich alles.
Gibt nachher Mobs mit Mana Burn. Jetzt red mir das Game doch nicht madig. Ey, Uli, du geile Sau. Dicken Dank für die Donos die letzten Tage. Das war super geil. Muss ich da hoch? Ja. Ich muss mir bis morgen immer noch eine neue Lichtlösung einfallen lassen. Das ist auf Dauer zu grell und blendet auch. Habe ich über Weihnachten, war ich nicht zu Hause. Haben die anderen dir nicht in 20 Minuten gegeben? Weiß ich nicht mehr. Weil der ist jetzt schon wieder falsch. Ja, ist schon wieder falsch. Also übersichtlich in die Gebirgsgebiete, nicht meine Freunde. Fand ich schon bei den Zwergen scheiße, da wo Schnee lag. Immer wenn irgendwo Hügel sind und ich nicht straight geradeaus laufen kann. Ich als alter Ostfriese bin von Hügeln überfordert. Die bringen mir ja nicht so viel. Ah, die kann man sehen, dass ich Poison habe, da unten im Dings. Ah, das habe ich noch nicht gesehen vorher. Wenn ich hover, steht unten rechts Poison. Junge, das Game gibt einem schon gut Informationen, ne? Man muss die nur lesen. Beziehungsweise nicht unbedingt das Game, sondern die Add-ons. Junge, wäre das in dem E-Sport-Spiel eine riesen Diskussion. So, hier war richtig, ne? Hier war richtig. Da war die Blume. Hier gehen wir hoch. Und da geht's. Schädelhauer. Immer noch nicht. Das sind viele. Und dann in diese Höhle. Ich muss in die Höhle. Weißt du, wie viel Angst ich vor Höhlen habe? Oh, da wo ich gesagt habe, hier ist nichts, lol. Das sind immer noch Seher. Höhlen sind so kacke. Wenn ich so eine Situation sehe, ne, dann level ich ganz gerne meinen Zauberstab. Ist wahrscheinlich partout nicht falsch. Danke. Oh, bisschen wenig Mana. Aber geht. Nervig, wenn die sich heilen. Ich bin Hä? Das ist ja nervig. Okay. Ja. Lass mich doch in Ruhe hier, Kollege. Und wenn ich die Bewegung an diesen Pilzen sehe, ich denke direkt, da ist Ärger. Heiltrank, lovely. Hast du Gegenzauber? Nein. Ich hatte irgendwie so Magie dämpfen und Magie erkennen oder so. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst.
Gegenzauber wäre natürlich sick. Ich könnte die halt polymorphen, aber ich glaube, das geht sich von der Channel-Zeit nicht aus. Knirscher. Okay, du siehst stark aus. Schamane läuft. Der hat ein übelst lautes Geräusch. Ich hasse den. Hat er das nicht? Nein! Ah, ich dachte, die Schamanen haben diesen mega lauten Blitz, aber anscheinend nicht. 3 auf einmal, yo. Den nehme ich mir dann. Wollen die weitermachen? Nein? Okay. Ich sollte mal gucken. Krieg ich den alleine weg? Oder kommt der mit gebufft rein? Healwave auf den... Ach, die haben beide Healwave. Okay, jetzt sind sie natürlich... Nein! Mana-Rack abgebrochen, doof. Kann ich den killen? Okay, komm her. Polymorph darf ich echt nicht klicken. Eigentlich. Nice, dass ich jetzt Mana habe, ist natürlich lecker. Da hätte ich ein bisschen Distanz nehmen können. Aber durch Level Up natürlich easy jetzt. Okay. Combat bockt soweit. Ich glaube, da passt ein bisschen. Muss nur gerade viel Mana raushauen, das ist ein bisschen nervig. Okay. Knochenknacker brauchen wir auch. Nimmt er den zweiten mit? Na, komm doch her. Ich will nicht, dass die hinter mir... Den hätte ich fast nicht gesehen. Du kommst doch zu mir. Ich muss auf jeden Fall mehr leashen. Das ist echt viel Heilung, Freunde. Ich glaube nicht, dass die zusammenkommen. Die haben Strike. Ah, jetzt wenn er dann dahin läuft, natürlich schon. Na gut, da muss halt wieder gepolymorpht werden zur Not, ne? Gut, jetzt haben sie immerhin kein Healing. Channel. Jetzt kommt es dann. Vielleicht irgendwann. Mana ist okay. Hätte ich vielleicht finishen können. Alles gut. Alles im Griff. Wenn der zweite noch scharf ist, kannst du auch trinken. Ah, ich dachte, dann könnte man nur bandagieren, weil man noch im Kampf ist. Okay, das ist gut zu wissen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die jetzt hinter mir zu viert respawnen. 16, das sind 3. Ja. Also aus Sicherheitsgründen würde ich mal so ein bisschen die Rückreise antreten, Freunde.
One-on-one, kein Problem. Da stehen 3, fuck. Muss ich links sein. 2 Gegner, kein Problem. 3 Gegner, I don't know. Geil, Knochenknacker. Junge, dieses Gefühl ist so beklemmend, in dieser Höhle zu sein. Es ist crazy. Das sind 2. Ich hoffe, der Akku nicht mit. Nice. Plus ein bisschen Streamerdruck. Machen, machen, machen. Action, Action, Action. Ich kann nur einen Gegner polymorphen, oder? Weil du sagst, bei mehreren Gegnern schieben. Wenn es mehr als 2 sind, ist das ja keine wirkliche Option, so. Dann bin ich halt... Also mehr als 2 wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich es mache. Aber auf der anderen Seite waren ja noch 2. Mit Tab wechseln? Ja, habe ich gerade... Ah, das sind 3. Ja, okay, das sind 3. Den kriege ich nicht weggepult. Ne, 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 ne. Ja. Ich glaube, das habe ich gerade ganz gut gemacht. Das erste Mal. Da ist Tab ganz geil. Wenn man so sich in einem Tag-War befindet, sag ich mal, dann ist Tab zu langsam. Aber bei sowas natürlich ideal. Ist auch schon so einigermaßen halbautomatisch kleiner Finger auf Tab. Ja, 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 kann nur einschieben, ja. Ja, das ist gut, dass ich das nicht the hard way rausgefunden habe, Freunde. Ja, schau. Da komme ich nicht hoch. Kann ich den hier runterlocken? Nicht im Sichtfeld. Ärgerlich. Ist hier Ende Gelände? Nein. Kommst du hoch, wenn du springen übst? Ich check mal hier aus. Oh, ich check hier nichts aus. Ah, auf den. Ah, oh. Okay. Ja, das wird eine große Schwierigkeit. Aber ich nehme mir einfach den. Manchmal ist Geduld nämlich eine Tugend, die einem einen Schamanen bringt. Die Spells kann man immer so ein bisschen precasten, ne? Habe ich gemerkt. So eine Sekunde oder so. Also ich kann jetzt schon drücken. Okay, jetzt wurde ich attackiert. Ah, blöde Welle der Heilung. Nervig. Tu es nicht nochmal. Okay, da hätte ich finishen können. Aber passt. Guck, jetzt haben wir den nächsten 1A. Junge, gleich neues Wasser, ey. Das ist mein Leben, ne? Saufen. Das mache ich jetzt einfach ständig. So, ich hoffe, du bist alleine, Kollege Knochenknacki. Ich klicke einfach permanent durch. Nee, das ist für mich so ein bisschen... WoW ist ein Rhythmus-Game. Hallo.
Okay, keine Schamanen mehr. Nur noch Knacker. Schädelhauer. Nee, ich brauche ich gar nicht. Wie bin ich denn jetzt hier gelandet, dass hier wieder andere Gegner sind? Das sind ja wieder die falschen Gegner. Das sind die, die auch draußen rumstanden, weil hier draußen ist. Gut. Okay, gut zu wissen, dass hier ein Fluchtweg ist. Ja, daran erkennt man vielleicht den Anfang und das Ende einer Höhle. Die wegballern vielleicht auch nicht dumm für Level. Ich hoffe, Level 18 hat was Geiles. Wobei, vielleicht habe ich da keinen mehr. Das meine ich! Dang! Alter, was für ein Kack-Soundeffekt. Viel zu laut. Viel zu laut. Ich brauche ein Add-on für diesen Soundeffekt 50% runter in der Lautstärke. Manchmal lohnt es sich, die zu killen. Beide Knochenheinis. Let's go. Ah, es kommt nur ein... Nee. Jo, mit Tap, das geht sofort über. Aber der... Ich bin noch im Kampf. Ich kann jetzt nicht trinken. Dachte ich doch. Junge, der haut ganz gut. Der soll mich bitte nicht zu oft hauen. Okay. Dachte ich doch, wenn einer noch... Also wenn der schiebt ist, kann ich nicht trinken. Bandage ist cool. Erste Hilfe, Alter. Erste Hilfe goated. Aber... Knochenknacker, nice. Na? Komm her. Vielleicht geht's nur bei beschiebten Spielern. Okay. Ja, möglich. Okay, hätte ich schon wieder finishen können. Hat mir einen Schluss gespart. 3 noch. Ja, Mann. Hier ist der Hauerport. Geil. Weil du mit dem Schaft in automatischen Fights bist. Gut. So dachte ich mir das auch. Hätte Chat mich fast an Galgen gebracht. Traue... Okay, bisher habe ich dem Chat gut vertraut. Der Chat hat gute Sachen gesagt. Das kann passieren. Vernichten? Mein Arsch, Alter. Nur hau. Danke. Also... Natürlich ist Zauberstab stärker und so. Aber wie viel cooler Zauberstab ist, da haben wir noch gar nicht von geredet. Oh. Ja, das war... 2 Schamanen. Du kannst locker 4 gleich... Ja, Alter. So nicht, Freund. So nicht. Ja, ich hatte es irgendwie als, weiß nicht, blödes Muscle Habit, schieb zu klicken. Das darf gar nicht erst anfangen. Alles Hotkey. Kriegt der einen Resist? Du willst mich tot sehen, ne? Du willst mich tot sehen. Leute wie dich mögen wir gar nicht.
Junge, ist das einfach so ein geiles Quality of Life, dass der Frostblitz weniger Abklingzeit hat. Es bockt so. Ich will dir helfen, besser zu werden. Yo. Vielleicht nicht in der Höhle. Aber wir können... Vielleicht machen wir nachher, so bevor ich off gehe oder so, nochmal irgendwie ein paar Challenges. Weil der Char ist ja eh tot ab morgen. Der wird ja ersetzt. Durch den richtigen Jannis Kannis, der es nicht mehr lernt, sondern schon kann. Da könnt ihr euch gerne Challenges ausdenken, die ich irgendwie easy machen kann. Weiß nicht, Hogger One-on-One ist wahrscheinlich schon zu easy jetzt. Hier ist wieder der Eingang mit den Sehern. Ich muss aber woanders hin. Dafür gibt's Leinen. Leinen immer gut für Verbände. Du bist nah dran an den Mobs. Wenn ich anfange zu casten, also ich bleib dann halt stehen, ne? Ey, Helle, lass Uli in Ruhe. Wenn du sterben willst, machen wir Krura. Ich weiß nicht, wo die sind. Ey, Kaste. Wie spät startet WoW? Das Event für alle startet um 12 Uhr mittags. Das wird übelstes Chaos. Das sind die 2 Knochenknacker, die ich... Nee, 2 Schamanen. Ich will den Knochenknacker, aber das ist risky. Hier sind... Ah, auch 3. Was geht denn hier jetzt ab? Warum ist hier ein Boss? Oh. Und warum laufen die da? Wer ist er? Er war neu für mich. Ah, scheiße! Sorry! Das wollte keiner! Gut, das ist also der Boss in diesem Dungeon. Das hätten wir damit auch rausgefunden, ohne jemals in eine bedrohliche Lage gekommen zu sein. Der wurde dann vorher wohl... Hier ist schon wieder draußen. Der wurde dann vorher wohl so gelegt, dass der da nicht war, als ich da war. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man die Dungeons nicht kennt. Gut, ich hätte es mir denken können, dass jeder von... Das ist kein Dungeon, ne? Aber dass jede Höhle so einen Boss hat wie Goldzahn. Das wird einem ja relativ fix beigebracht. Zwei noch. Ja, Mann, ein Dungeon ist eine Höhle. Ich benutze nur Normalo-Lingo. Sorry, dass ich das World of Warcraft-Lexikon noch nicht die hard auswendig kann, du Pimmelnase. Warum spawnen denn hier schon wieder nur Schamanen? Auf den Schreck mache ich erstmal ein Weißbier auf. Nicht die schlimmste Idee. Spawnen die random immer abwechselnd? I don't know. Hier ist immer noch nichts, ne? Was das Ziel ist, wir brauchen noch 2 Knochenknacker. Mob ist ein Quest-Mob. Das dachte ich mir fast. Ja, also genau wie Goldzahn.
Guck, er hat wenigstens noch was zu tun hier in der Höhle. Im Gegensatz zu mir. Hey, da sind wir wieder. Wir müssen hier lang. Schädelhauer. Schädelhauer und Seher. Das ist doch doof, Mann. Aber den anderen interessiert es gar nicht. Doch. Nein! Falscher Knopf! Läuft. Warum haut der so doll? Ich habe Humans bekommen. Junge, Level 55. Ich bin froh, wenn ich irgendwie 20 werde. So weit brauchst du noch nicht denken. Sehr. Das gefällt mir nicht. Okay, der Kampf. Nein, Mann, warum? Arschloch. Gleich piept's wieder bei uns. Nee, der Schloch. Der war wack. Immerhin farmen wir hier übelst Stoff. Ja, ich weiß zum Beispiel in Molten Core gibt's kein... Jetzt fightet der schon gegen den Knacker. Scheiße. Du musst den Namen behalten? Diesen Namen? Nee. Ich habe ja Janis Kannes erstellt dafür. Für den Real Run. Danke. Einer noch. Ja, easy, come on. Wo ist Level 15? Aber ich will das jetzt durchhaben hier. Zur Not habe ich eine Nova. Glaube ich. Gehe ich um? Niemals! Oh, raus aus der Höhle. Let's go! Ich sollte vielleicht was trinken, falls da gleich welche stehen, damit ich zumindest ein bisschen was habe. Gut. Okay, hätten wir das, dann können wir... Entweder wir fliegen nach Stormwind und machen den Magier-Quest. Oder... Weiß ich nicht. Erstmal müssen wir wieder nach Hause. Max Range kriegst du 4 Casts raus. Unterschätze ich das hier? Kann ich da einfach durchlaufen? Jo. Okay. Gut. Splittertal. Erledigt. Dann müssen wir nur nach links das Ding abgeben. Dann sind wir da in dem Haus, glaube ich, fertig.
Yo, Mr. Razor Moon, Happy Holidays. Don Trippi, danke für den Sub. Marisagi, danke für den Euro. Grubby's gonna use an automatic translator. I don't think I'll use it. It's for the Germans. Geiler Sound. Alright. So, Level 17. Damit kann ich die... Ja, Magier kann man fast machen, ne? Wo muss ich denn hin, um die anderen abzugeben? Wieder ins Lager. Wenn ich da eh abgeben muss, dann können wir von da den Greifen nehmen, Magier-Quest machen, kriegen einen neuen Zauberstab, sind geil. Kommen wieder zurück. Mit Jo. Top. Mit El Greifo. Und questen uns da unten den Arsch ab. Wo ist denn hier der Quest? Da drin nochmal? Das geht weiter. Wie lang ist diese Quest? Ich glaube, das ist das dritte oder so. So, hast du geile Belohnung für mich? Töte den Anführer Gromok. Ach, genau da, wo wir gerade waren. Und die Wachen. Ah, das sind 3 Uniques. Bleibt auf dem Boden. Was ist er denn? 17. 17. Ich glaube, wir gehen nach Stormwind. (17) fürs erste Mal gut. Jeho! Ich habe ja auch geile Coaches im Chat. So, wir geben das Ding ab. Holen uns vielleicht den 22er, auch wenn wir den noch ewig nicht machen können. Fliegen nach Stormwind, machen die Magier-Quest, fliegen zurück, hauen den Quest-Typ um. That's the plan. Oh, ich muss auf jeden Fall dick verticken. Habe ich irgendwas Geiles Neues? Umhang? Nope. Hammer, brauche ich nicht. Hose, schlechter. Hose, Leder. Stoff, nope. Wettstein kann ich auch verticken, ne? Das brauche ich alles nicht. Oh, einer noch. Warum fliegst du nach Stormwind? Ich würde Tiefenbahn nehmen. Du bist aber auch direkt gestorben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht deswegen. Ist hier ein Seller? Nee. Du bist auch schon wieder da. Ja, ich war 3 Tage nicht zu Hause. So, wir können ja... Hallo? Erstmal verticken wir. Was brauche ich alles nicht? Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Weg, weg, weg. Questgegenstand, weg, 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 weg. Dann machen wir das. Ey. Fort mit euch. Zum Gasthaus. Mögen eure Reisen Fliegen nach sicher sein. Stormwind, machen die Magier-Quest, Portal nach Hause, sind wieder hier, hauen dem Gnoll eins auf die Mütze, fühlen uns geil. Du hast noch einen Jäger verloren. What? Du bist gestorben. Hast einen Jäger hochgelevelt. Bist in Westphal gestorben. Und hast den nächsten Charakter auf diesem Level? Seid auf der Hut. Das ist krank.
Ach, Quest abgeben. Scheiße. Nein, 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 nein. Ach, jetzt ist alles scheiße. Na gut, dann geben wir die Quest später ab. Wenn wir wieder da sind. Jetzt habe ich es abgebrochen. Aber ist dazwischen... Wir fliegen ja cross. Mal schauen, was passiert. Also, es hat ja wieder jeder Panik geschoben von wegen Westphal, ne? Westphal war relativ entspannt, bis auf die Caster. Die Caster waren Arsch. Das hat genervt. Aber sonst? Also die Erntehelfer haben mir nichts gemacht. Die Wölfis waren entspannt. Da war ja jetzt nicht so viel. Oder? Die Murlocs gingen auch klar. Obwohl es viele waren. Lässt er mich hier raus, ne? Nee. Ach, Ironforge. Ja gut, dann können wir natürlich die Bahn nehmen. Wenn wir schon mal hier sind. I gotta say, die Bahn... Ah, hier gibt's noch Quests. Wenn es hier eh noch Quests gibt... Also hier hoch und dann rechts, glaube ich. Ja, die sollte ich nächstes Mal vielleicht früher machen. Wenn die nicht mehr 15 sind. Aha. Ja, diesen Bingels-Quest habe ich schon öfter gesehen. So. Seid ihr aber groß. Hallo, wir suchen Mann, Bingels. witzig. Alles klärchen. Danke. Das machen wir, wenn es soweit ist. Das ist nicht hier. Das ist hier drin. In der Bahn? Ah, das habe ich noch nicht. Tiefenbahn, Rattendings. Ja, brauche ich mir nicht mehr machen, ne? Ich bin Level 17, der ist Level 12. Die Richtung ist egal, ne? Also ich muss hier einfach chillen. Ich meine, das ist so hinher. Das ist, glaube ich, egal. Besti ist da immer rumgegangen. Beide gehen. Jo. Na? Deutsche Bahn wieder spät, war? Ich müsste gleich mal wieder was weg alchemisieren. Ja, da muss ich sagen, da war meine Real-Life-Bahnerfahrung anders. Die war diesmal wirklich 1A. Geht doch. Bei der Bahn kann man gut sterben. Ja, ich will mich jetzt auch nicht bewegen. Hands off the keyboard, Freunde. Hands off the keyboard. Dafür kommen die pünktlich. Ja, aber nicht mal Sitzgelegenheiten. Was ist das denn? Von der Hauptstadt in die andere. Stell dir vor. Berlin, Paris, stehen. Ist schon schön, ne? Es ist schon fein.
Warum nimmst du lieber Tiefenbahn? Weil das günstiger ist? Gibt es eine Softcore-Gilde? Ich habe keine Ahnung. To be honest. Tiefenbahn schneller. Aha. Jetzt bin ich aber ja am Arsch von Stormwind, ne? Auf der anderen Seite. Spielst du zum ersten Mal? Yes. Ach, schau. Da gibt es eine Quest, die ich abgeben muss. Shoni. Hoch, seid ihr aber groß! Ja. Hinfort, hinfort! Oh, das erste Mal Todesminen. Das erste Mal wird Todesminen Man erwähnt. sieht Nicey. Wir kommen langsam in die Nähe. Die Suche nach Andenken kann ich mir noch holen. Ja, das erste Mal nach Stormwind reinlaufen, das erste Mal in Loch Modan reinlaufen nach diesem Tunnelding war schon ein bisschen magisch alles hier. So, hier gibt es die Quest, ne? Jo. Wir haben auch einen Thread auf dem Discord. Ein paar Leute spielen da auch. Die Suche nach dem Andenken. Bleibt sauber. Alright. Mögen eure Reisen sicher sein. Welche über? Man sieht Nehmen sich. wir auch an, wenn wir eh schon hier sind. Einmal gestartet, kommst du von der Sucht nicht weg. Ey, ich will mal sehen, wie meine Stimmung sich wandelt, wenn ich das erste Mal gestorben bin. Ich habe schon eine relativ okaye emotionale Bindung zu meinen Charakteren. Meistens. Wenn mir da was verreckt, das wird ein Trauma hervorrufen. Ja, wie kann man denn hier in der Stadt so sterben? Raff ich nicht. Ich meine, du kannst ja, ich glaube, weiß nicht, nee, Classic ist nicht frei bis Level 20, ne? Nur Retail ist frei bis Level 20. So, da müssen wir hin. Bei Mage Tower, ich meine hier, also das, bei Mage Tower runterfallen, die Angst begleitet mich ständig. Oh, ich wollte verticken. Habe ich vertickt? Ja, ich habe vertickt. Fallschaden ertrinken oder Makora. Alles klar, alles klar, alles klar. Da gibt's Quests. Ah, okay. Gut, das macht natürlich Sinn. So, hier ist ja der geilste Weg, weil hier ist Kräuter, Alchemie und Magierlehrer. Alles in einem Dreieck. Elun Ador. Ne. Ist das schon verfügbar? Na, immer noch nicht. 50, Alter. Mögen euch die Sterne leiten. Kann ich behilflich sein? Hier geht auch nichts Neues. Seid vorsichtig. Ich kaufe und handle. Violen habe ich noch, ne? Jo. Die sind ja im... Alter, ein Silber. Seid Crazy. vorsichtig. Was führt euch hierher? Kräuterbeutel. Ich könnte mir mittlerweile mal einen Kräuterbeutel kaufen. Jetzt ist das ja quasi free. Alright, dann hier hin. Ich glaube, Haupten ist das gar nicht, aber trotzdem dahin. Atmosphäre, Friedensgedöns. Dann ist das mal endlich ein bisschen aufgeräumter. Da, achso, das geht nicht, weil das gar keiner ist. Aha!
Okay, dann ist es immerhin da drin mal safe. Kann ich Seid nur einen vorsichtig. wegcraften? Wir brauchen... Was bringt mir der? Regen. Wir brauchen hier wieder ein paar von. Die waren top. Kneipenschläger-Quests, I see. So, ich glaube der Magier-Quest. Da müssen wir erstmal hier weg, weg, weg. Der ist nicht hier, sondern in der Kneipe. Hier ist Schneider. Warte. Nee, das ist auch nicht das. Da muss ich hin. Hier ist irgendwo eine Kneipe. Und da muss ich hin. Da muss ich hin. Vielleicht soll ich die Quest nochmal lesen, bevor wir da reingehen. Wo sind wir? Magier. Nehmt euch die Inkantation der Manifestation und die Truhe mit... Okay, die habe ich. Taverne untersuchen, Kreation fangen. Inkantation zum Sichtbar machen. Inkantation. Und dann... Was ist das zweite Ding? Verwahrungskasten. Verwahrungskasten. Da müssen die dann irgendwie rein. Gut, wir schauen mal, wie das läuft. Warum wird das jetzt so episch hier? Die Quest ist gefährlich. Okay. Ich bin da mehrfach gestorben. Top. Ist das einfach irgendwo in der Kneipe? Oder ist das hier? Im Eingang benutzen. Ich muss da wahrscheinlich drin sein, ne? Jo, Herr von West, dankeschön. Ah, jetzt ist das auf Cooldown. Hallo. Wow. Wow. Okay. Die sind mir zu stark. Warum hauen die mich immer noch? Geht weg. Okay, jetzt weiß ich, was abgeht. Okay. Zwei nebeneinander. Ich bin gepanikt, natürlich. Ich bin derbe gepanikt. Wo war denn jetzt der Dings? Level 17? Okay.
wahrscheinlich, da muss man wahrscheinlich echt weg von der Tür. Buff. Oh, stark, Chat. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich kann mir die ja hier hinziehen, ne? Dann muss ich das nicht aufhaben. Sind 3? 3 ist zu krass. No? Scheiße! Falscher Knopf! Okay, das war nicht smart. Das ist vielleicht eine Potion. Nee, das war nicht smart. Das kann ich besser. Dass das 3 sind, ist richtig scheiße. Ich habe schon wieder gepanikt, allerdings. Zwei hätte ich, glaube ich, diesmal geschafft. Der dritte hat mich. Sind das immer 3? You can't sheep elementals. Oh, fuck. Dann keine Chance. Ohne Sheep keine Chance. Das habe ich nicht. Das geht nicht. Dafür braucht man Support. Hol dir ein paar Leute. Ich habe keine Leute. Ich mach die erst mit 1920. Ich kann helfen mit dem Stormwind. Ja, let's go. Logge um. Ja, sauber. Ein bis 3 Elementals. Ja, okay, gut. Okay. Kriegen wir hin. Ja, Jerry ist ja auf dem Weg. Zu zweit? Kommt ein bisschen drauf an, was er so ist, ne? Aber zu zweit vielleicht kein Ding. Ja, Jerry, was geht? Yep. Juhu. Geilo. Ups. Geilo. Geilo. Danke dir. Was ist er denn? Level 60? Das ist ja keine Challenge. Nee. Dass du 60 bist, ruiniert ja die Challenge. Dachte, du wärst auch so mein Level circa. Ja, nee. Bisschen Risiko. Wenn nur einer spawnt, kriegen wir es hin. Aber danke, Jerry, fürs Umloggen. Sorry.
Da musst du Gaia sagen. Ja, Entschuldigung. Du kannst dich ja auch einfach wieder Gaia nennen, Herr ehemalige Ikone. So. Wie, okay. Let's see. Es sind 2. Es sind 3! Den habe ich nicht gekriegt, shit. Spaltgrund, holy... Oh, fuck! Nicht gesehen, dass es auf Cooldown ist. Warum sind die denn immer noch hier? Oh, den hätte ich holen können. Was? Ach, scheiße, die Box! Es muss in die Box! Ich weiß nicht wie! Nu dal dieb. Nein! Hallo, Ich kann sie nicht... ich nu Allah. Benötigt Mana-Störung? Hä? Ist das keine Mana-Störung? Jetzt ist es weg. Draufstellen. Näher dran. Okay, aber im Prinzip war es richtig. Im Prinzip war es okay. Ja, gut. Dann ist da ja was drin. Okay. Das wusste ich nicht. Okay. Das kann mir dann nichts mehr tun. Wenn das so auf 1 HP ist, kann mir das nichts mehr tun. Die Box muss im Gasthaus stehen. YouTube sagt, die Box muss im Gasthaus stehen. Warte, wenn da steht 10 Aufladungen, muss ich das 10-mal machen? Weil dann ist tot. Aber einen kriegen wir hin. Das machen wir jetzt. Wir machen das... Also, entweder wir kriegen so ein Ding in eine Box, oder ich sterbe hier jetzt. Du kannst es 10-mal benutzen. Okay. Jetzt habe ich verrafft, wo das Ding ist. Da ist das Ding. Wir müssen in Stresssituationen ruhiger werden. Oh, Days. Ah, Ghostbusters, let's go! Und jetzt? Hab ich das Ding? Ja, easy. Was haben wir uns denn da so Sorgen gemacht? Wenn ich da draufklicke, was passiert? Ich muss es nehmen? Ja, nicht, dass das da rauskommt. Ey, da müssen wir sicher sein. Da müssen wir auf Sicherheit gehen. Eins von 3. Auf geht's, Freunde! So, das machen wir jetzt nochmal.
Gut, mit einem ist easy. Mit Nova ist easy. Ich kann das einfach noch schneller fertig machen mit Fire Blast. Nehmen sonst die spawnt ist. Okay, okay, okay. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das dann da rauskommt oder so. Gut, Buffs am Start. Ah, Cooldowns weg. Let's go. Alle... Ah! Oh, das wäre ein Traum gewesen. Der war so weit hinten, ey. Lucky Me, glaube ich. Gotta catch them all! Nö! Okay, 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 okay. Lucky, 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 dass es nur einer ist. Ich glaube, wir können noch nur einen am Stück machen. Ansonsten gehen wir drauf. Aber ich sag mal so, wir haben 46 Verbände am Start. Und Zeit. Junge, aber ja, bei dem Quest nervt das hier ein bisschen. Okay, Buffs stehen immer noch. Ist auf Cooldown? Ist wahrscheinlich auf Cooldown. Gerade eben kam das von ganz oben. Ja, ist vielleicht auf Cooldown. Aber hier sind wir safe. Ach, das ist ja dann alles nicht mehr so einfach, wie wenn wir das hier machen. Junge, ist das riesig. Guck mal hin. Easy. Ich hätte fast abgebrochen. Ihr habt nicht believed. Okay, gut. Wenn es nicht 3 sind, nice. Und so haben wir es. Boom. Gut, dass wir dran geblieben sind. Sehr gut, dass wir dran geblieben sind. Gut. Gegen 2 oder gegen 3? Sack scary. Gegen einen? Easy peasy. Ja, 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 ja. Kriegen wir nicht. Also, gut, das erlebt zu haben. Ich sehe, dass es dafür eine Gruppe geben könnte. Wenn man gerade eh dabei ist, so, why not? Aber es geht auch so. Es geht immer auch alles so. You're a great wizard, Harry. Danke, 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 danke. Let's go. Braucht ihr Hilfe? So. Seid vorsichtig. Haben wir. Man sieht sich. Gib mir den Stab. Wie? Gab's hier keinen Stab? Gab's woanders einen Stab? Lebt wohl. Jetzt habt ihr euren Magenkollegen gut gedient. Wird Zeit, die Hexerrobe anzuziehen. Blablabla. Ihr könnt euch die Robe nehmen. Es wird aus Leinen bestehen. Das leicht zu beschaffen. Ihr müsst auch aufgeladene Rissedelsteine finden, die nur in der Silberbachmine vom Loch Modan zu finden ist. Haha! Gott sei Dank wollen wir da eh questen. Gibt's hier noch was zu lernen? Was kann ich für euch tun? Ja, das sind die 3, die ich nicht habe. Magie dämpfen bringt, glaube ich, gar nichts. Geschosse fand ich Arsch. Und Magie entdecken brauche ich, glaube ich, auch nicht. Für die Allianz. Yes, first time Hardcore. First time ever. WoW.
Gut, hätten wir das Nein! Okay, das ist gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Dämpfen ist nice, wenn man solo unterwegs ist. Bekommst weniger... Gut. Weißt du was? Ich habe so viel Gold, ne? Ich habe 1 Gold 30. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Gut, weil ich vielleicht da wieder runterfall. Aber dann machen wir es. Einfach, weil wir haben es ja. Gut, Level 18 gibt wahrscheinlich noch ein paar teure Spells und so. Aber dann habe ich das, dann kann ich das auch für mich Das entscheiden. Licht sei So, mit gib euch. mir das. Dämpfen. Schwächt das gegen das anvisierte Gruppenmitglied gerichtete Magie ab. Ja, ich. Dann. 10 Punkte. Ja, why not? Komm her damit. Das Licht segne euch. Ausnahmesituation. Aber warum denn nicht, wenn man es hat? Wer den Pfennig nicht ehrt, wer die 10 HP nicht ehrt, ist den größeren Buff auch nicht wert oder so. Junge, das ist die größte Challenge hier, diese olle Treppe. Ja. Zum Beispiel in der letzten Höhle hätte ich da den Schamanen debuffen können, damit sein Healing nicht mehr so gut ist. Checke. Warte, muss ich hier rein? Ja. Gut. Dann, wie sie sagen, ab nach Loch Modan. Diesmal fliegen wir aber. Wir wollen ja die Götzen. Wobei, wir hatten gesagt, wir nehmen den Stein, ne? Brauche ich den Stein dann nochmal? Ach, jetzt sind wir da. Whatever, wir fliegen. Dann kann ich mir eine Cola holen. Ja, ich habe die Feuerball Defiance gestern erlebt, Coltain. Mit denen im Hinterkopf ist Magiedämpfen schon ganz nice. Gut, dass du das gesagt hast. Telstamar ist das, ne? Ja. Seid vorsichtig. Gut, dann müssen wir die Quest abgeben, dann müssen wir eine neue holen. Ich mache mir eine Cola. Ihr holt euch, was ihr wollt. Und dann sind wir gleich wieder da, wenn wir hier schön einmal rumgeflogen sind. Oh, ich brauche ein Add-on, was mich remindet, dass ich aufstehen muss. Junge, sind meine Beine eingeschlafen. Fuck my life. Oder Rollstuhl direkt. Vielleicht eventuell Rollstuhl. Ich habe Kekse von Family. Richtig nice, selbstgebackene Weihnachtskekse. Da haben wir den ganzen. Nicey. Hat Schwesti gebacken. Walking Pad.
Junge, dann habe ich solche Schenkel, wenn wir hier wieder rauskommen. Das müssen wir dann aber auch auf Level 40, wenn das Mount kommt. Dann müssen wir das absteppen. Dann wird es zum Laufband auf Stufe 7. Guckt deine Family deine Streams? Nö. Aber ich habe ja 2600 Prime Subs, die alle meine Family sind. So, jetzt haben wir immer noch keinen Stab. Gefühlt hat das nicht viel gebracht, außer über einen inneren Schweinehund zu springen, was wichtig ist. Lochmodan hat einen Dreierpack von Eliten-NPCs. Jo! Jo, 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 jo. Aber die sind ja, glaube ich, so... Wir sind noch nicht da. Die sind ja so nordöstlich. Und wir sind ja gerade noch südöstlich. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und bisher, alles, vor dem ich gewarnt wurde, war easy. Das wird mich so beißen, ne? Gerade morgen, wenn Chaos ist, es wird so beißen. Guck mal, ist das schön hier. So idyllisch. Miau, miau, miau. Es gab in Lochmodan den bekannten, so einen bekannten Griefer. Das ist ja original South Park World of Warcraft mäßig. Ja gut, da müssen wir halt ein paar Schweine schlachten vorher. Ja, ich muss sagen, Bahn schon komfortabler. Aber so sieht man auch mal was von der Welt. Und man ist direkt da, wo man hin will, quasi. Und ich muss nicht von Ironforge nach da fliegen oder laufen. Ich glaube, das war gut, um die Quest zu haben, aber jetzt soll gut. Ich freue mich sehr auf meinen Buddy Vitablo. Der legt schon um 12 los. Dann stirbt der hoffentlich so um 17:59 Uhr. Und dann gehe ich um 18 Uhr rein. Und dann questen wir quasi ab eine Stunde später zusammen. That's my dream. So, ach, waren die jetzt beide oben? Oder, das ist in diesen Bergregionen scheiße, dass man nicht so ganz sieht, wo oben und unten ist. Ah, unten, okay. Ja, da ist ein Pfeil. Ja, ich weiß, da ist ein Pfeil. Könnten die trotzdem für Idioten wie mich noch deutlicher machen. So, ist das hier? Nee, aber... Was geht euch durch den Kopf? Kann ich was lernen? Nee. Bleibt sauber. Hier müssen wir hin. Und dann müssen wir wieder ganz ins Camp laufen, ne? Und da weitermachen, wo wir waren. Wie geht's? Sehr gut! Mögen eure Reisen sicher sein. Sprengstoff, Man sieht bla. sich. Ausgrabungsleiter. Bleibt auf dem Boden. Ich bin ich muss sagen, kleine Kritik. Kein Riesenfan von NPCs abfarmen.
Sag dem Bescheid, dass der sagt, dass hier was ist und so. Oh. Ah, das ist wie Hogger so ein Dingens. Könnte mein erster Ring sein, Freunde. Gut, nehmen wir mal mit. Ist ja nicht weg. So, ab hier kein Fliegen mehr. Da müssen wir jetzt einmal um den See rum. Der Ring ist top. Der Ring ist top. Oh ja, die Dinger. Dafür, für die Dreier-Quest, könnte ich mir eine Gruppe suchen, ne? Wenn ich da bin. Ja, Floboy. Danke, danke, danke. Der Loch. Gut. Das dritte Mal an diesem Weg. Passt. Kann ich wohl... Jo, genau das ist einfach wegklicken. Gut, top. 1A. Nicht so weit südlich? Nö. Sagen, diese neue Robe gefällt mir sehr gut. Lol, was ist er für einer? Hey. Ich stehe jetzt nicht an zwei Bären. Nee, nee. Easy. Ja, Schieb ist toll. Schieb ist toll, aber ich bin auch schwach. Ich brauche das. Ich brauche das genauso. Ah. Der Cooldown ist hier oben für Bandage. Buff. Buff. Trankbuff. Ja, vielleicht soll ich da ein bisschen Feuer schieben, bevor die mich hauen. Und ein bisschen Distanz wäre auch okay. Aber ey, ein bisschen Übermut ist mit 3 Leveln Unterschied auch in Ordnung, finde ich. Irgendwie müssen wir heute noch sterben. Meine! Ja, Dwelven, ich glaub dir alles mittlerweile. Ich werde mich nur nach dir richten, Dwelven. So, aber jetzt... Oh, nee, 19 war der Typ. Okay, ich dachte gerade... War das ein Batrider? War da ein Batrider? Nice. Ich freue mich unreasonably doll, wenn ich WC3-Sachen in diesem Spiel sehe. Sogar der Tank. Was habe ich Tanks gehasst? Für eine Zeit. Ist immer noch 18. Ach, ich wollte ja dahin. Habe ich hier vergessen. Da will ich hin und dann schauen wir mal, ob wir da eine Gruppe finden. Wenn wir da sind. Ist wahrscheinlich netter, wenn man sucht, wenn man da ist, anstatt dass man sucht, wenn man auf dem Weg ist, oder? Weil dann müssen die ja warten und so. Portal to Player ist nicht, ne, in diesem Spiel.
Diese Deluxe-Funktionen gab es noch nicht. Nee, okay. Soundeffekte von den Widdern, großer Fan. Ja, dafür habe ich zu viele ARPGs gespielt, dass man sich da einfach hinporteln kann. Also ich kann nachher Portale aufmachen, das weiß ich wohl. Irgendwann, vielleicht, mal. In ferner Zukunft. Da sind noch 15er und 16er Quests. Ja, wenn das Ding gleich... Na, das kann nicht zu schwer sein. Entweder wir gehen da rein und killen die mit einer Gruppe oder nicht. Hexenmeister können das später sich zu jemandem holen. Ah! Ja, nice. Vitablo ist der Hexenmeister, glaube ich. Dann kann er mich hier mal porten. Komfortabel. Gib her. Aber ja, ist das so die Etikette? Erst hinlaufen, dann nach Gruppe fragen? Ich meine, ich sehe schon ein paar wahrscheinlich dann da rumhampeln. Wenn es gut läuft. Wenn ich ein bisschen Lack habe. So Etikette-Sachen muss ich safe noch lernen. Wie viel XP bis Level Up? 65%. Ich glaube nicht, dass ich... Oh. Nervig. Können die das nicht so coden, dass die Viecher einen ab einem gewissen Level einfach in Ruhe lassen? Jetzt muss ich zweimal links ablegen. Gut. Warum? Ach, die habe ich woanders gekillt, glaube ich. Die habe ich, glaube ich, im Norden gekillt. Oder so. Danke. So, und dadurch. 12, 13, 14, 12. Nicht ideal. Es gibt einen TomTom-Add-on als Navi. Da merkt man, wie alt das Spiel ist, dass es nach TomTom benannt wurde. Holy shit. Bashi ist da. Anyone? Verteidigung der Länder des Königs. Fragezeichen. Yo. Hä? Hä? Mach vorher /1. Wo ist meine... Warum ist meine Gruppe? Warum bin ich nicht in der Gruppe? Raff ich nicht. Du hast das Add-on der Gilde an. Das verbietet das. Korrekt. Aber... Erfordert Neuladen. Neuladen. Risky. Oh! Gut, dass ihr das gesagt habt. Das hätte vielleicht schief gehen können, wenn hier Leute wären. /1 HC Death Alert Channel, sagt er dann. Dann bist du im Allgemeinchat und nicht im Sagen. Das ist aber doch nicht der Allgemeinchat, oder wohl? HC Death Alert Channel?
brauche Hilfe. Nimm den Loch-Modan-Channel. Wie komme ich da hin? Weil /1 ist das. Oh, das seht ihr nicht. /1 ist das. Ihr müsst bedenken, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Rechtsklick auf Allgemein. Ja, ja, ja. Ja. Hier wird nicht gelacht. Hier wird brav mir erklärt, wie das funktioniert. Einstellungen. Globale Channel. Allgemein, lokale Verteidigung. Stark. Der Arbitrium, der ist stark. Kann ich die... So, so. Und jetzt ist es der allgemeine Channel, weil ich das umgedreht habe. /1. Allgemein Loch Modan. Let's go. Looking for Group. Zack. Alles klar. Stark. Chat. Mega. Genau so wollen wir das haben. Hallo. Ups. Hui, da war was Grünes. Jetzt kannst du einen neuen Buff usen. Korrekt. Weil die Blitzschaden machen. Stein Dolch. Gut, Dolch bringt natürlich nicht so viel. Weiner, hast du nicht Bock, mit mir die 3 Idioten da umzuhauen? Fühlst du dich wie ein Archmage Hero? Digga, ich fühle mich eher wie ein Priest surrounded von 3 Tauren. So circa fühle ich mich gerade. So, hier ist falsch, ne? Da müssen wir hoch. Das erste Mal springen war eine Katastrophe. Das zweite Mal springen war 1A. Und wenn alle guten Dinge 3 sind, dann fliegen wir da jetzt hin. Schwip. Ja. Oder wir scheitern eine Stufe vorher. Das ist auch okay. Nein, 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 nein. Vielleicht doch nicht alle guten Dinge 3. So. Junge, Junge. Movement habe ich noch was zu lernen, ne? Ich muss doch dann hier drauf. Jo. Und dann hier hoch. Nein! Mann, ich konnte schon früher bei Counter-Strike die Creeds-Maps nicht, ey. Hat's nicht besser gemacht.
Hat's nicht besser gemacht. Naja, kloppen wir die weg. Oh, da ist noch einer. Der andere kommt nicht. Nice. Du kannst auch außen rumlaufen. Ja, ich kann das aber auch schaffen. Muss man dahin springen vielleicht? Gott, gar nicht gesprungen. Ich hab doch hier Leute hochspringen sehen. Ja, ich weiß, dass es auch anders geht. Ich weiß. Ja, es war der Weg. So nämlich. So nämlich. Oh, aufpassen. Ist einer? Guck, da ist doch die liebe Vanya. Aber sie hat wahrscheinlich den Knacker-Quest. Und nicht den Verteidigungsquest. Was natürlich doof ist. Looking for a mate? Ja. Da sind sie, ne? Das ist der Spawn. Nice. Okay, jetzt nur aufpassen, dass hier nichts passiert. Das hätte auch schief gehen können, wenn ich den Invite annehme, oder? Weil ich dann gelayert werde. (16, 17, 16). Jo, das ist ja okay. Das ist ja okay. Ja, war risky. Top. Gut, alles klar. Alles klar. Oh, gehen die auf Patrouille? Oh, shit. Diese Beklemmung ist crazy. Obwohl hier eigentlich nichts passiert, ne? Obwohl hier eigentlich gar nichts los ist. Hi! Ist der da raus aus dem Ding? Easy. Was ist das? Muss ich den nicht looten? Nee. Ah nee, war ja nur ein Killquest. Lemau, das war easy. Ich glaube, er hat den gehauen, den ich geschiebt habe. Oder der hat irgendwie eine komische Resistenz oder so. Aber das war easy. Lass meine Homies in Ruhe. Ja, Gruppe ist schon crazy einfacher. Okay. Skull First Kill. Oh shit. Ja, das hätte ich wissen sollen.
Mond ist Schieben, ne? Mond ist Schieben. Skull First Kill macht auf jeden Fall sehr Sinn. X Second Kill. X habe ich gar nicht gesehen. Okay, da brauche ich ein Post-it für. Wobei, ist einfach Totenkopf, ne? Auf den Totenkopf drauf. Das ist mein Undead-Herz, Freunde. Wenn ich einen Totenkopf sehe, denke ich an was Gutes. Nicht an was Schlechtes. Das sollte aber ja die Quest 3 beenden. Sehr schön. Wenn der Mond oder Stern bekommt, ist es der schiebt. Okay. Mond oder Stern. Sonne, Mond und Sterne wird zum Schaf. Jo, da gibt's bestimmt eine Eselsbrücke mit Schlafkindchen Schlaf. Wenn Sonne, Mond, dann ist es ein Nachtlied und dann zählen wir Schafe oder so. Okay. Das muss ins Brain rein. Aber ich glaube, die Quest ist durch. Grüße. Möglichkeit, Ausdauer. Drauf da. Danke. Bleib sauber. So, was haben wir jetzt mehr hier? Beweglichkeit, Willenskraft, Ausdauer. Alles wichtig. Okay. Dann verticken. Sachen verticken und abgehen Osten, oder? Das sind ja noch Quests. Warte, war hier keiner? Da sollte doch zumindest mal so ein Händler rumstehen, Mann. Nachts zählt man Schafe. Jo. Irgendwie so. Gut, dann Osten. Normal. Wirklich? Okay. Das muss noch. Ist es kalt, lass es stehen, taumelt es weitergehen, lass das Schäfchen machen sein Schäfchen und wirf aufs Schweinchen kein Steinchen. Wie die denn? Wie die denn? Aber ey, das bleibt drin, ne? Das bleibt drin. So, brauche ich irgendwas? Bei solchen Situationen kann man immer mal durchgehen, ja? Zack. Gut, aber ich glaube, soweit passt ja der Bild. Sag ich mal. Ah, du greifst mich eher an, oder? Soweit passt der Bild, ja. Erst den Wald machen, dann nach Lochmodan, dann nach Westphal, dann wieder nach Lochmodan. Ich bin auch ziemlich zufrieden mit unserer Alchemie- und Kräuterkunde. Ich glaube, ich würde es nur einfach früher machen. Dass ich halt die Kräuterkunde früher habe, anstatt so wie wir es jetzt gemacht haben. Was ist hier? Baum, geh! Weiche! Gut, läuft. Chillig.
Oh, nee, das sollte so nicht. Das habe ich gerade gemacht, weil ich was gesucht habe oder so. Die Minimap könnte noch ein bisschen mehr Quality of Life haben für mich, muss ich sagen. Da würde ich gerne manchmal weiter rauszoomen. Da gibt's Add-on für. Es gibt für alles ein Add-on einfach. So. Dann holen wir Bingels. Sind wir eh gleich auf dem Weg, ne? Juhu. Sehr motivierend, diese Klatscherei. Gibt's in diesem Camp einen Ruhestein oder so? Nee, ne? Das ist einfach nur das Camp. Oh, ich sollte vielleicht jetzt das Add-on wieder anmachen. Oh ne, da muss ich neu laden. Machen wir am Ende. Wir erinnern uns am Ende. Wir erinnern uns gegenseitig am Ende. Okay. Die Spinne, stärker als die Spinne davor. Aber kann man da vorbei. So, ist das jetzt wieder eine Suchaktion? Oh! Es ist eine Suchaktion, wo der Dude nicht tot ist. Geil! Ja, danke, Uli. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay. Hinfort, hinfort! Okay. Der Quest ist ja 18, ne? Wir können ja einmal drumherum gehen, die 2 Quests einsammeln. Ah, ja. Gott, die Spinnen, die haben es auf mich abgesehen die ganze Zeit. Gut, dass ich keine Arachnophobie mehr habe. Die Spinnen in Diablo, die haben mir als Kind... Ich hatte kein Problem mit Spinnen, nie. Bin ja auch auf dem Land aufgewachsen und so. Da sind ja halt Spinnen sind ja am Start. Das ist ja nun mal so. In Scheunen und was weiß ich. So, von daher war Spinnen immer cool. Und dann habe ich Diablo 2 gespielt. Der erste Akt in diesem Keller. Und das hat mich bis auf die Grundfesten erschüttert. Wie eklig diese Spinnen waren. Seitdem lange Zeit Spinnen gar nicht gemocht. Jetzt geht's wieder. Aber ja, danke Diablo 2 für 15 Jahre Terror. Na, wir wollen nicht nochmal in 2 Bären rennen, ne? Immerhin einer der Top 1000 gefährlichsten Kreaturen jemals. Come on. Die Waldschreiterlodge. Ja, das sieht doch so aus, als würde es hier ein Gasthaus geben. Wie wir gleichzeitig die Arme hochgemacht haben, wie süß. Kein Gasthaus. Wer will da leben? Warum? Ja. Jetzt auch nicht der sozialste Typ, aber so weit weg. Na, immerhin können wir verticken. Schön, euch zu sehen. Das ist doch nett. So, weg damit, weg damit, weg damit. Hose haben wir gerade gewechselt, also weg damit. Wollstoff brauchen wir auch nicht. Durch brauchen wir auch nicht. Den Sack können wir auch weghacken eigentlich. Alles weg.
Irgendjemand hat mal gesagt, ich brauche den Hopfen. Seitdem habe ich Hopfen gesammelt wie ein Blöder. War in keiner Quest. Kein Plan von nix. Mögen eure Reisen sicher sein. Danke. Junge, hier in diesem Eck von Hallo. Lochmutter muss man echt viel laufen. Bergbussarde. 15 Minuten, Way, was? Es gibt Zeitlimit für Quest? Wollstoff für Erste Hilfe behalten. Oh, Mögen okay. eure Reisen sicher sein. Wie, es gibt Zeitlimit auf Quests? Was geht ab? Seid auf der Hut. Wie geht's? 6 Bussarde in 15 Minuten. Auf dann. Die gilt jetzt? Jo. Okay. Schön euch zu sehen. Seid auf der Hut. Fort mit euch. Na, der Mantau. Da kann man doch safe runterspringen, oder nicht? Ja. Zurück muss man auch noch. Ja, gut. Das ist ja jetzt kein heftiges... Die muss man nur finden. Killen ist nicht das Problem. Die müssen hier halt nur irgendwo sein. Gefährliche Quest. Für euch ist alles gefährlich, oder? Ihr seid Hardcore-Schisser, seid ihr. Jedes Gebiet ultra gefährlich. Jede Quest super gefährlich. Gut, wenn man überall sterben kann, ist wahrscheinlich auch alles super gefährlich. 2. 3. Ja, guck an. Was soll mir denn ein Bussard? Reicht nicht. Holla. Ganz schön viel los. Ich habe gecheckt, ich habe irgendwie die HP-Leisten geändert. Wenn die orange sind, dann spawnen die gerade noch quasi. Wenn die rot sind, aggron die. Das ist ein besserer Indikator, als wenn die da nur rumhacken. Schon wieder grün. Leute. Wir haben 15 Minuten. Wir haben 15 Minuten. Mach dir keine Gedanken, ist alles super easy. So, that's the spirit. That's... Oh, Resist. Dachte eigentlich, Resist wäre vorbei, ey. Jetzt ist doch wieder Resist. Jo, grüner Umhang. Hallo. Da hoffen wir doch mal, was da gleich dabei ist. Wenn du mehrere auf einmal abbekommst. Ja, das ist generell das Problem in diesem Game, ne? Na, flieg. Flieg und Sieg. Guck, 2 noch. Das schaffen wir ja wohl vor 10 Minuten, oder? Zwei auf einmal. Dann hätte ich lieber Mana. Zurückkommen in 2 Minuten ist vielleicht schwierig. Selber schuld, wenn man mehrere pullt. Ja, manchmal passiert das. Okay, aber die scheinen keine riesen Aggro zu haben und sagen dem anderen noch nicht Bescheid, Deppen. So. Das Problem ist nur da wieder hinfinden, weil ich kann ja jetzt nicht hochspringen. Das wirkt irgendwie nach dem Magier-Quest und der Höhle ist das ja hier läppsch.
Wer braucht denn dafür 15 Minuten? Welche Klasse macht keinen Damage? Ah, schaffen wir unter 5. Da schaffen wir locker unter 5. Siehst du, Uli? Selbst wenn es nur 6 Minuten gewesen wären, gar kein Problem. Ist mir scheißegal, was ich verkaufe. Töte 5 Bergeber. Ja, gut. Ich will erstmal gucken, was hier geht. 2 Ausdauer statt 2 Beweglichkeit. Beweglichkeit war... Ausdauer ist HP. Dann immer Ausdauer, ne? Hatten wir gesagt? Schönen Tag auch. Ja, ist doch nice. Hab nie gezweifelt. Ja, Was kann Uli, ich ich heute weiß für euch Bescheid. tun? Weg mit die Bogen, weg mit die Kolben. Weg mit die Umhang, weg mit die Schnabels. Weg mit die Eiers. Gibt noch was? Weg mit die Feders. Gut. Man sieht sich. Okay, dann nächste Schönen guten Challenge. Tag. Da gibt es ein feines Hemd. Hemd sieht schön aus. Ich finde das rote aber ganz geil eigentlich. Auf dann. Ciao! Und wir hacken Eber kaputt. Die sind im Norden. Ja, man muss auch mal ein bisschen was machen. Ich kann ja nicht nur Safe spielen. Okay, dahin laufen dauert schon ein bisschen. Was muss ich hauen? Alte Bergeber. Machst dir keine Sorgen um das ökologische Gleichgewicht. Die spawnen ja die ganze Zeit neu wie die Pilze. Ich bin ja quasi Förster und ich halte das im Gleichgewicht. So musst du denken. Wie wird's denn ohne mich aussehen hier? Das ist kein Eber. Das ist ein Eber. Junge, ich habe die ganze Zeit einen Bär gesucht, ich Idiot. Der ist ein räudiger. Geht der trotzdem durch? Der ist ja nicht alt. Der ist ja räudig. Probably not. No. Das ist ja doof. Die Eber sind immer gelb, ne? Alter Berg. 17? Ja gut, wird langsam Zeit. Tigurke, danke für den Prime. Da ist das Ding. 17, na gut. Da darf jetzt auch nicht so viel schief laufen, glaube ich. Wenn hier überall die Bären noch rumjaulen. Okay, doch kein Problem, weil Eber sind arschlangsam. Mit Max Range kein Problem. Gut, das war jetzt nicht unbedingt Max Range. Rushing Charge. Gut, dass die das nicht gemacht haben, oder? Alter, schon wieder grün. Was ist denn hier los? Es gibt ja die ganze Zeit grüne Sachen. Ich hätte doch Verzauberer bleiben sollen. Komm mal, wir wollen Eber grillen. Ich möchte so ein Fest wie bei Asterix, wenn der Quest vorbei ist. Please. Jetzt sind hier keine mehr. Die Eber leben hier auch in keiner guten Gesellschaft, muss ich sagen. Neben Agrobären, Agrospinnen, Agrognollen. Das ist doch keine Umgebung. Jetzt kommt ja die nächste.
Minuten. Richtung Wasser unten. Ja, man denkt immer, Schweine sind so dreckig. Das sind eigentlich ganz reinliche Tiere. Oh mein Gott, kennt ihr dieses TikTok? Da ist so ein Mädchen und das weint, weil sie sich vorstellt, dass Schweine noch nie den Himmel gesehen haben und wie traurig das ist, weil der Himmel ja so schön ist und so. Und dann ist ein Cut und dann hat ein Bauer sein Schwein in der Hand und zeigt ihm den Himmel und es quiekt so heftig. Das ist so geil. Sehr lustig. Shaki, halt deine Fresse. Es gibt keine E-Bahn mehr in dieser Welt. Oh, Läufer der Horde. Da wollen wir maybe nicht hin. Muss man das kennen? Nee, aber es macht den Tag manchmal ein bisschen besser. Uah, sind das beide auf mich? Auf euch habe ich keinen Bock. Ihr seid nicht Teil der Quest. Ich will euch nix. Ich tue euch nix. Warum ist der jetzt schon wieder da? Danke. Das ist doch nicht das Wasser. Ja, ja. Ich dachte, vielleicht spawnen die hier nochmal oder so. 18. Lass mich doch ein. Ich wollte zum Wasser und dann standen da Läufer der Horde oder so. Das ist auch nicht geil. Sechs Minuten noch. Das könnte eng werden, wenn wir jetzt nicht lucky sind. Aber da sind zwei. Dann brauchen wir noch einen. Und da muss ich den Weg zurückfinden. Junge, ich glaube, dieses Tom-Tom-Ding, das wäre für mich schon ganz nice. $1,50 braucht man. Guck mal, da sind schon wieder... So, Leute. Oh, jetzt resistet der dem! Guck, vor denen hatte ich Angst. Wo sind die? Sind sie weg? Ja, wir müssen ein Schwein finden. Wie schwer kann es sein? Es geht ja jetzt auch nicht unbedingt um Leben und Tod, aber ich hätte das schon gern gemacht. Jetzt gib mir... Man muss doch nur mal Schwein haben. Sieht jemand irgendwo irgendwas Gelbes? Rot, doof. Wieder rot, wieder doof. Rot, doof. Warum chargt das so? Und auf wen auch? Warum denn? Was machst du denn hier? Nein! Warum bin ich jetzt dazed? Ich habe nichts getan. Jetzt müssten aber oben die Schweine wieder da sein. Wenn nicht, wäre schon arschnervig. So eine lange Respawn-Zeit hat doch nix. Genug Schweine im Chat. Hört ihr das, Leute, wie ihr beleidigt werdet? Das ist gemein. Mann, spawne mir ein Schwein! Vier Minuten. Ah! Ja, geil, es klappt! Danke, Blizzard. Da war der Game Master wieder im Chat. Sauber. Siehst du, man muss nur seine Connection spielen lassen. Schon geht das mit der Quest. Easy.
Days wirst du, wenn du von hinten getroffen wirst. Ah. Das ist also gar keine Fähigkeit. Das gute alte WoW lässt einen nicht los. Naja, mich hat's ja nie angefasst. Mal gucken, wann ich es loslasse. Immer noch nicht tot. Nein, weiter. 21 Stunden, größtenteils Solo-Leveln, ist schon langsam, ne? Also es fühlt sich so, als wäre ich Mögen eure sehr Reisen sicher sein. langsam. Was führt euch hierher? Wie ist denn Ihr Porträt? Krass, da haben sie nicht unbedingt mit Grafik geglänzt. Ich bin ganz Ohr. Stimme ist gut. Tötet Old Sudi. Er ist ein Bär. Gut. Oh, 20. Irgendwas mussten wir hier noch machen. Das ist 19. Das ist der hier. Welchen Quest haben wir denn von der anderen Seite hier? Das hier. Krokolisken. Wo ist das denn? So manchen Jäger zieht es an den Loch, um eine berühmten Crocs zu erledigen. Irgendein Händler sucht mal Krokolisten heute. Die Krokilisken. Auf Inseln. Ah! Alles klar. Oh, verticken. So, welches Hemd sieht besser aus? Ich bin mir so sicher, dass das rote Hemd besser aussieht, aber gut. Modenschau, Freunde! Oh, das ist gar nicht so senfig. Das ist schon dunkler. Aber der Schnitt ist seltsam, oder? Es wirkt so. Okay, das ist schon besser. Oder? Das oder das Rote? Das ist schon ein penetrantes Rot. Was bezeichnet für eine Mütze? Ja, das Neue ist besser, denke ich auch. Schwert, Müll, das, Müll, Fleisch, Müll, Essen, Müll. Gut, das kann alles wieder weg. Was geht euch durch den Kopf? Mögen eure Reisen sicher sein. Schau doch auf die Werte. Das war ein Hemd. Das hat keine Werte. Das hat nix. Uli. Manchmal denke ich auch, du bist oft mit dem Kopf wo angestoßen. Nee, da geht's nur um Aussehen. Da geht's nur um Style. Der gute Drip. Wieso hat das keine Werte? Alles hat Werte. Welchen Wert hast du denn? So.
So, da müssen wir jetzt also Krokodile sammeln oder so. Bildtonrose, kann ich die schon harvesten? No. Einige Menschen haben keine Werte, vollkommen korrekt. Ey, je öfter ich hier langlaufe, desto mehr bin ich in Love mit den Widdern. Jo, dafür gibt es ein bisschen Jöbel. Spinne. Ach, die sind hier ja schon. Das ist ja chillig. Wir haben Thrash. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Yo, Bennett, danke für die YouTube-Membership. Kann man hier angeln? Wahrscheinlich, ne? Okay, sind Krokodile quasi ungefährliche Murlocs? Oh, welche? Sieht man keine... Okay. Besteht die Gefahr einer WoW-Sucht? Ich glaube, die Gefahr bestünde eher, wenn nicht gleichzeitig Super League laufen würde. Wüsste ich, dass jetzt so 2 Wochen 0 WC3-Content ist. Und es würden auch so keine spontanen Showmatches sein oder so. So einfach nichts. Dann würde ich sagen... Hallo, das sind richtig viele hier. Lamau. Dann würde ich sagen, könnte ich richtig eklig durchgrinden. Jetzt ist ja viel Pflicht. Ey, komm her. Jetzt weiß ich ja, um 12 Uhr muss ich da sein. Super League, auch monströs Hype. Ich glaube nicht, dass irgendein Game bei mir jemals so eine Faszination auslösen kann, dass ich dem High-Class... Ah, du dummes Schwein! High-Class WC3 vorziehe. Das glaube ich. Ist nicht wahr! Unglaublich. Da macht er schon gut. Ja, ich dachte, wir machen hier so ein bisschen Koop. Der eine nimmt die einen, die andere nimmt die anderen. Dass wir jetzt hier, dass wir so sind. Das ist hier auch ein ganz ekliges Loch-Modan-Ding. Oder ein Zwergending eher so. Das habe ich, seit ich in dieser Zwergenregion gespawnt bin, geht mir das die ganze Zeit so. Das war bei den Menschen nicht so schlimm. Zwerge sind Wichser. Nee. Bei den Menschen war das nicht so. Danke übrigens, dass ihr vergesst, mir den Buff zu sagen. Warum ist das eigentlich nicht gleichzeitig? Ach, ich wurde mal gerebufft irgendwann. Also, jetzt kommt die Lore. Das war ein Elf. Natürlich, das war ein Elf. Ja, klar war es ein Elf. Wer auch sonst würde so sich verhalten. Nur Fuck Elf. Einmal bitte eine Wand aus Fuck Elf in den Chat, bitte. Danke. Sie verdienen es einfach in jedem Spiel, dass man sie hasst. Wie kann das sein? Ich muss mich so zurückhalten. Wir sind ja eine Allianz-Gilde. Da sind ja auch Elfen. Also irgendwann, ich werde natürlich am Anfang nichts mit denen zu tun haben, weil die auf einem anderen Kontinent spawnen und so. Aber irgendwann wird es ja da eine Zusammenkunft geben. Bin ein geselliger Typ, manchmal.
sehr toleranter Typ. Aber das sind fucking Elfen. Ich garantiere für nichts. Und dann habe ich Leute gesehen auf Twitch aus dieser Gruppe von den Spielern, die wollten Nachtelfen sein. Das ist crazy. Ja, sehr gut, sehr gut. Der Manitou, Floki, Nemma. Hey! Da müssen die Drähte schon ganz schief umisoliert worden sein, dass das... Nee. So. Ich bin nur am Saufen hier. Es ist nuts. Hättest du lieber einen Untoten genommen? Ja. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich hätte generell lieber Horde gespielt. Ich wäre auch ein guter Troll. Da sind die Nasen mehr oder weniger eine ähnliche Größe. Ich habe bei der Allianz wirklich, und das ist kein Joke, das Problem, die Gnome zu sehen. Ich habe schon gesagt, wird es da Schrittschaden geben? Würde ich in Gnome City für nichts garantieren. Na komm. Ja, Cannibalize wäre doch nice. Ja, na klar wäre ich am liebsten Annett gewesen. Ich wäre ein guter Troll gewesen. Tauren sind nicht so unbedingt meine. Was gibt's noch? Da gibt's auch 4, oder? Troll. Orks. Ja, Orks finde ich okay. Aber ich hätte gerne Schamanen gespielt. Ich glaube, Schamane ist cool. Oh komm, 3 AP, Digga. Was ist hier jetzt noch? Immer noch 5-mal Haut. Ich habe hier doch schon Genozid betrieben an den Dingern. So habe ich mir das vorgestellt, dass man sich das einfach einteilt. Ich habe meine Hälfte der Insel, er hat seine Hälfte der Insel. Mit wie viel Rassen will ihr sich verderben? Ja. Mit den Zwergen bin ich cool. Zwerge und ich sind beste Buddies. Guck, jetzt kriege ich das zweite grüne Item und habe noch nicht mal mehr als einmal Haut. So, ich glaube, ich starte hier mal eine Invasion. Schau den Clip. Warte. Ich würde jetzt hier ungern den Clip gucken. Da sind schon... Ich habe schon Leute beim Clip gucken sterben sehen. Während sie einen Death-Clip geguckt haben, sind sie gestorben. Vier von 5. Ich habe so das Gefühl, die Haut gibt es vielleicht woanders? Oder so? Eine Haut hast du schon. Ja, aber ich habe auch einen Dude im Wasser gekillt. Das ist die Classic Drop Rate. Top. Top. Das ist okay für mich, dass man ein bisschen was grinden muss. Ich mache mir nur immer Gedanken, wenn die Drop so, wenn man 2 verschiedene Dinger hat und das eine droppt so mehr oder weniger die ganze Zeit und das andere so gar nicht, denke ich immer, ich mache was falsch. Anstatt dass das Game... Guck, 5 von 5. So, jetzt habe ich doch hoffentlich eine höhere Haut-Spawn-Rate. Weil das eine ist ja weg. Das droppt ja nicht mehr. Und es droppt direkt im nächsten Mob nochmal. Cool. Gut. Ja, Entschuldigung.
setze hier Standards an, die vielleicht ein wenig unrealistisch sind. Ich entdecke dieses Spiel gerade erst. Ihr hasst dieses Spiel schon seit 23 Jahren. Ich muss es noch lernen zu hassen. Das sind ja unterschiedliche Voraussetzungen, die wir hier ansetzen. Hass, Liebe, Liebe, Hass. Ihr wisst, wie das ist. Sie mit Warcraft. 3. Genau. Knapp über 50, geht klar. Immerhin spawnen die hier schön in guter Regelmäßigkeit. Einfachen Meatgrinder. Dafür, dass die gesagt haben, dass die nicht so oft auf Jagd gehen. Yay, da ist das Ding. Krokofleisch kannst du auch verkochen, daher ist es eher wie Stoff. Ah. Ja, sowas, das gleicht sich ja immer aus. Siehste, zack, die nächste. Easy. Müssen wir eigentlich mal über Makros reden? Muss ich irgendwann mal Makros haben? Zum Beispiel wäre es ja... Ich hab da beim Duschen drüber nachgedacht. So weit ist es schon, Alter. Wäre doch praktisch, wenn ich zum Beispiel Essen und Trinken gleichzeitig herzauber. Oder meine beiden Buffs, die ich ständig benutze, mit einem Tastendruck caste. Oder? Da gibt es ja keine Downsides so. Da müsste ich nur erklärt bekommen. Gleich, wenn wir nach der Quest. Wasser essen geht schon mal nicht. Ja, top. Siehst du, das ist das Hautding. Es ist eine Hautstreak, Freunde. Es sind 2 Skills, die gecastet werden. Wofür sind Makros denn da, wenn nicht sowas? Hä? Skills haben Cooldown. Ja und? Das sind ja 2 unterschiedliche Skills. Wenn ich ein Makro baue, dann... Also gehe ich davon aus, dass man die auch nacheinander casten kann. Okay. Ich sehe den Fehler. Ich überschätze die Power von Makros in World of Warcraft. Sie teilen sich den Global Cooldown. Okay, also geht das nicht mit nacheinander. Gut. Also ich hätte mir das so vorgestellt. Zeile 1. Caster Arcane Intelligenz. Zeile 2. Caster Ice Shield. Fertig. Ne? Ne? Das ist nicht wahr? Gut. Es gibt Sequenzmakros. Ja, schau! Das ist doch alles, was ich will. Wieder keine Haut. Junge, Junge, Junge. Jetzt sitzen wir wieder auf dem Trockenen. Come on, 2 noch. Holla, auf einmal so viel. Okay, aber ich gehe auch davon aus, da ihr das in den letzten 4 Tagen nicht erwähnt habt,
kann das als Mage nicht so wichtig sein. Da ist das Ding. Nummer 4. 5. 5. Und fertig. Easy peasy. Ach, jetzt schwimme ich einfach. Jetzt gehe ich nicht unter. Das ist ja ein Ding. Jetzt schon. Hä? Ich muss sagen, schwimmen raff ich noch nicht. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Dann sind wir ultra dicht an 18. Okay. Horde. Das erste Mal Horde. Du wolltest den Clip gucken? Ja, wenn ich in dem Dings bin. Wenn ich safe bin. Jetzt. Hä? Mein Interface ist weg. Was habe ich gedrückt? Scheiße. Hä? Oh nö. Was ist das denn? Alt-Y. Junge, habe ich das gefettfingert. Alt-Y. Wie hab... Okay. Ja, interessant. Interessant. Clip. Was ist das für ein Clip? Es ist... Bin ich. Was habe ich getan? Zwerge sind Wichser. Ja, da ist ja jetzt per se nichts Schlechtes dran. Zwerge sind Wichser. Ja, das ist doch... Also... Verstehe den Sinn dieses Clips nicht. Ein Wichser ist auch per se nicht Schlechtes. Ich bin ganz ohr. Wie 99% meiner Zuschauerschaft natürlich selber wissen. Ich finde, das muss aufhören. Habe ich gerade das Krokodilfleisch verkauft? Nein. Mögen eure Reisen sicher sein. Das gesellschaftliche Stigma, dass Wichsen etwas Schlechtes ist, finde ich sehr archaisch. Und outdated. Aber gut, das müsst ihr selber wissen. Guck, 4 Tage WoW, kommen wir auf solche Themen. Sehr schön. So lernt man sich auch mal ein bisschen mehr kennen. So. Da sind Leute, die kennt man seit Jahren aus dem Chat. Jetzt weiß man, ob sie wichsen oder nicht. Das ist doch Community-Verständigung auch. Ich habe mich eine längere Zeit gefragt, ob es bei Frauen auch Wichsen heißt. Weil für mich ist Wichsen irgendwie so männlich konnotiert. Ich weiß nicht, ob es da einen eigenen Begriff für gibt. Fingern. Ja, aber was, wenn du dann keine Finger benutzt? Dann passt es ja nicht. I don't know. Ich habe da mal eine Stunde mit einer Freundin drüber gesprochen. Wir sind zu keinem Schluss gekommen. Vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Selbstbefriedigung ist ja ein Nomen. Wir suchen aber das Verb.
Ist es Wichsen, wenn der Mann Hilfsmittel benutzt? Gute Was kann Frage, ich für ich euch denke tun? ja. Man sieht sich. Seid auf der Hut. Juhu! Fort mit euch. Masturbieren ist mir zu generell. Das kannst du über Männer auch sagen. Ich suche mehr so ein umgangssprachliches Wort. Ich habe einen Kanal entdeckt, wo alle Hitsongs von Arnold Schwarzenegger gecovert werden. Fragst du jetzt echt einen Legastheniker, was der Unterschied zwischen Tu-Wort und... Was ist denn die simple Variation von Verb? Hauptwort. Stark. Ja, okay, war vielleicht... Hätte ich dran denken können. Namenwort. Das ist ein Talk, den ich nicht auf diesem Channel erwartet habe. Was? Verben, Nomen und Adjektive? Da kannst du noch was lernen, Sharky. Ach, jetzt wollte ich was verkaufen. Kann ich auch dauern. Ja, das ist anscheinend das, was WoW aus einem macht, ne? Ich meine, Grubby hat auch angefangen zu fluchen, als er WoW gespielt hat. Ich denke, die Entwicklung werde ich auch notgedrungen tätigen. Nis Nairo, was geht? Wie du spielst WoW. Ich mache an einer Hardcore-Challenge mit. Das ist mein Trainingsrun. Wichsen kommt vom Polieren. Einer Hin- und Herbewegung. Boah. Das kommt tatsächlich vom Schuheputzen. Vom Militär. Oh, das ruiniert mir das ein bisschen. Alles, was poliert wurde. Was kann ich für euch tun? So, weg mit dir, weg mit dir. Ist das unser neues Cape? Nein, das ist nicht unser neues Cape. Weg mit dir. Und das. Warte, die Feder ist nicht die Fallfeder, oder? Doch, es ist die Fallfeder. Gut, darum brauchen wir die weiterhin. Shaki, in deinem Alter wedelt man noch 5-mal am Tag. Das war nie mein Setting. Es haben immer viele so getan. Ich glaube nicht, dass ein Großteil das so oft getan hat. Das möchte ich einfach nicht glauben. Fängt das nicht an, irgendwann einfach nur noch weh zu tun, so? I don't know. Praise be die Leute mit der Endurance Aura. So. Ah, okay. Du hast schon gezaubert. Ich bin nett. Ich helfe dir hier aus. Pelz, Digga. Dieser Pelz. Wieso ist der immun gegen mein Shit? Das ist ja nervig. Ja, hier sind ja diese Götzen. Ist der Buddler auch immun? Nee, der ist nicht immun. Guck, da kann man seinen Stab noch trainieren. So wie ihr. Wo sind diese Götzen? Ja, natürlich, Dwelven. Hau rein. Lass alle teilhaben. Ist ja eine 18er-Region, ne? Aber die sind ja alle mein Level. Da kann ja nichts großartig... Also das sollten wir ja schon hinkriegen. Woran erkenne ich Götzen?
hier oben mal los? Geomant. 18. Jut. Quick Flame Flame Strike? Hier haben sie alle was mit Zauberer-Ritis, ne? Oh, Resist! Dann das Colt... Was geht hier ab? Oh, das ist gar nicht geil. Warum ist hier... Ich habe hier nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Warum bist du denn schon hier? Holy, ist hier Action. Das sieht nach richtig Chaos aus da unten. Ich habe kaum noch Mana. Ich bin im Fight? Why? Okay, cool. Haben sie hingekriegt. Hut ab! Danger Zone bei den Trox. Ja. Der hat den Spell, dass er den immun macht. Aha. Das ist der Flame Ward Dingens. Okay. Also die Götzen sind Statuen, oder nicht? Oh, mein erster 18er Mob, glaube ich. One-on-one. Das sieht aber ja ganz okay aus. Schwing. Ah, das ist Loot. Ich dachte, die stehen hier rum. Immer Distanz halten. Zu lange zu nah ist man geht. Okay. Immer Distanz halten zu so Pack-Dingern. Okay, wenn das Loot ist, wissen wir, was zu tun ist. Aber man merkt schon, hier ist was los. Aber solange der Rücken frei ist, passt das ja. Wir haben ja unseren Coltane. Jetzt hat der den geklaut, der Pimmel. Da haben sie mir nicht viel übergelassen. Crazy, wie der Geomant sofort wieder gespawnt ist. Und hier alles noch hängt. Na, agust du mit? Ich glaube nicht. Nice. Da muss ich aber richtig viel saufen. Oh, Sea Cape. Nice. Was kann das? 2-2. Hier habe ich 2 Ausdauer. Wir haben ein neues Cape, Freunde. Ich glaube, er kommt da nicht lebend raus. Bitte? Oh, Ausdauer war Leben. Dann haben wir vielleicht doch kein neues Cape. Warte, war hier nicht gerade noch einer mehr? Yeah, hohoho. Der Stehen ist doof. Passt. Nur Kupfer. Doof. In before Respawn. Doch ist besser. Wieso ist das doch besser?
Kein Wasser ist natürlich doof. Kein Frost Armor ist... kein Arkan Intelligenz ist auch doof. Oh, es ist keine gute Situation. Nein. Int und Willenskraft über Ausdauer. Sind halt auch 4 Stats statt 2, ne? Ach, bei die Butlers. Was soll hier bei die Butlers passieren? Hier muss ich 8 von diesen Dingern finden. Das ist nuts. Zwei Drittel Mana sollte reichen. Hoffentlich. Ja, aber jetzt haben wir gleich Level 18, Freunde. Und eventuell neues Gear. Das ist doch schön. Nein! Doof. Hab ich Nova? Ja. Auch noch ein Level 19er, Alter. Why? Das sollte nicht sein. So, warum sollte ich jetzt nicht rauskommen? Würde in der Levelzeit sagen, Int, Out, Ausdauer will. Okay, dann ist das jetzt mein neues Cape. Das Blau passt ja gar nicht. Komm. Na, hau. 2. Hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen, Freunde. Das kann ich euch sagen. Ich finde die schwarzen Boxen nicht nervig. Kann ich mich wann anders mit beschäftigen. Aber gut zu wissen, dass man das umstellen kann. Kann ich hier was machen? Keine 3 Handschläge machen und direkt wieder was saufen wie im echten Leben. Ja. Wie? Hier geht's nicht weiter? Nee, drauf. Von wegen. Ich habe dieses Jahr... wahrscheinlich war dieses Jahr mein am wenigsten alkoholisiertes Jahr, seit ich 13 bin oder so. Ich glaube, so richtig getrunken habe ich nur, weiß nicht, 3 Mal oder so. Seit 13, das klingt nicht gesund. Das klingt nach Ostfriesland, gell? Zur Konfirmation halt so. Und ich bin früh konfirmiert worden. Aber das ist auf dem Dorf so. Wenn man konfirmiert ist, darf gesoffen werden. Wer sich diese Regel ausgedacht hat, keine Ahnung, aber jeder befolgt die. Ich würde das jetzt niemandem empfehlen. Aber die Gesellschaft war so. Na, kriegen wir einen Level 19er hin? Was hat er? Easy! Und die Götze, die habe ich mir auch verdient. Ein guter Christ. Ist das nicht verrückt? Dass man die Erlaubnis zu saufen koppelt mit man bestätigt seinen Glauben.
Ja, so ist das. Auch Level 19. Ich habe in der Kirche auch das erste Mal Wein bekommen, weil der Saft aus war. Ach ja. Es ist so eine schöne Institution. Aber hey, immerhin haben wir deswegen ein bisschen frei. Ich helfe dir, come on. Dann nimmt er die Nova. War das nötig? (13) ist krass. Ja, keine Ahnung. Bei uns war das wirklich normal. Aber ich glaube auch, dass es ein sehr regionales Ding ist. Oder ein sehr ländliches Ding eher. Ich bin auch sehr, sehr, sehr weit weg von diesem... von dieser Alkoholglorifizierung generell. Auf Festivals und so, klar. Bei einer richtig geilen Party, klar. Aber das muss jetzt nicht jede Woche mehr. Dafür wird man auch älter. Das sollen andere tun. Wobei ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, so jüngere Leute trinken generell auch sehr viel weniger als so zu unserer Zeit. Es ist ja nun mal 20 Jahre her. Das ist schon gut. Ich glaube auch, dass ich deswegen eher relativ klein bin. Der Buddler ist weg. Come on, 3 noch. Dann gibt es einen neuen Zauberstab. Wenn die Götzen da sind, gibt es einen neuen Zauberstab. Machst du morgen auf Englisch weiter? WC3 auf Englisch, WoW auf Deutsch. Das bleibt so. Pult der eine den anderen, wenn die aneinander vorbeilaufen? Da hinten ist auch noch einer. Na, jetzt nicht mehr, ne? Ich hab's nicht gefühlt. Jetzt aber. Auch wieder ein 19er, Junge. Hilf mir doch! Ich sag euch, diese Zwergen-Gnomen-Region. Kein Zusammenhalt. Juhu! 18 dicke Spells. Warum? Oh, das war ganz unnötig. Und 2 noch. Hallo Westi, in der Tat lebe ich noch. Ich war heute Morgen einmal auf 1 HP. Seitdem weiß ich, dass nicht nur ich ein geiler Zauberer bin, sondern auch die Mobs ganz gut was raushauen. Und seit ein paar Stunden, ich und der Chat, auf Solo-Überlebensreise. Was heißt noch? Warum wird jetzt hier noch gespammt? Ihr Ficker! Ich habe alles unter Kontrolle. Fast alles unter Kontrolle. Der Magier-Quest in der City war spannend. Der Ghostbusters-Quest. Da sind wir aber nicht
fast gestorben. Da sind wir gut geflüchtet, sag ich mal. Ey, Kaste. Hätte ich Firestrike können. Juhu, 1 noch. Dann gibt's einen neuen Zauberstab. Gib mir den Loot. Gib mir das Upgrade, was ich danach nie wieder benutze, weil der Charm morgen weg ist. Der Titel sagt wortwörtlich, sterben wir endlich. Ja, aber tun wir ja nicht. Jeder, der länger hier als 10 Minuten hier ist, sieht doch, wie ich alles unter Kontrolle habe. Hardcore, Softcore, für mich ein Ding. Das ist die Generalprobe. Dafür wird der richtige Run elendspeinlich enden. Das ist sehr gut möglich. Ja, das wird für Leute, die den ersten Run dann schon gesehen haben, vielleicht ein bisschen langweilig, weil wir einfach nochmal dasselbe machen. So, hast du die Götze? Gib mir den Mario. Ist auch ein WC3-Icon, ne? Kupfer. Gold brauche ich nicht. Gold habe ich. 2 Gold. Aber ich merke, ich werde gerade extremst übermütig. Ich glaube, ich muss gleich in 10 Minuten Reset-Break machen, um mich mal zu erden auch. Oder gleich gibt es eine Nahtoderfahrung. Das erdet auch heftig. Ja, der ist weit weg. Wie ist die Community so? Ich kann ja nur sagen, wie so die Gilde ist. Und die ist extremst freundlich. Let's go! 8 Götzen. Besti muss ins Bett. Es ist doch US 10. Krass. Warum läuft er denn weg? Hast du nicht gesagt, Mauki coucht dich? Ich habe gesagt, vielleicht. Dann habe ich zwischendurch mal reingeguckt. Da war sie mit Honeypoo am Labern. Dann war sie mit Rose am Labern. Was kann ich für euch tun? Und dann ist das für die, glaube ich, wichtiger. Da muss ich nicht mit Level 20 was fragen. Zauberstab, let's go, Freunde! Auf den Boden. Ich dachte, da wäre schon was drauf. Gut, das ist einfach der Min-Schaden ist derselbe wie jetzt mein Max-Schaden. Boom. Mega-Update. Was geht hier? 29 Rüstung. Gut, da ist natürlich sonst nichts drauf. 13 neue Arme. Und der Rest ist ready für den Verkauf. Schön, euch zu sehen. Weg. Junge, 2 Silber. Auch 2 Silber. Das ist Feuerzauber. Das ist auch Feuerzauber. Okay. Dann macht das ja auch keinen Unterschied. Schon mal gestorben? Nein! Ich lebe und lebe und lebe und höre einfach nicht auf. So, das ist ein 19er-Quest, das ist ein 20er-Quest. Jetzt brauche ich... Ich kann mir hier den Dings benutzen. Hier ist ja nichts mehr. Wo gehe ich denn jetzt hin? Stein. Einfach ein Edelstein verkauft. Ist hier okay, morgen nicht mehr. Okay, klär mich auf.
Oh. Das war wahrscheinlich andere Haus. Juwel braucht die für Sockel. Ja. Aber, Frage. Wenn ich ganz am Anfang Slot-Staff bin, Schön, euch zu sehen. dann scheiße ich da doch Bleib drauf, sauber. oder? Also, dann geht ja meine Slots über sowas. Auch mit so, wie heißt es am Anfang? Malachit und so. Juwel braucht falsches Add-on erst ab TBC. Jut. Jut, es gibt im Klassik keine Sockel. Jut. Okay, dann lassen wir das. Dann verticken wir alle Edelsteine. Magistrat. Kann ich mich hier erkundigen? Ich bin ganz Ohr. Nee, der gibt Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, kann ja auch nicht jeder alles sammeln, oder? Gerade wenn man so wenig Taschen hat am Anfang. Also die ersten 10, 12 Level oder so? Ich bin Was hier mit der geht euch durch Kräutergeschichte den bin ich immer noch nicht weiter. Bleibt Das ist auf dem wirklich Boden. räudig. Schmied und Ingenieur. Ja, ist natürlich weiterhin die Frage. Was geht euch durch den Kopf? Ob man nicht Ingenieur nimmt, aber ihr habt auch gesagt, muss nicht sein. Dann würde ich direkt Kräuter und Alchemie gehen. Forscherliga, Bergbaulehrer. Ich kann hier niemanden was fragen. Ich will doch nur wissen, ob hier ein Magierlehrer ist. Mann! Alles verkaufen. Jo. War ich hier schon? Da ist keiner. Ist er nicht? Das ist frech. GZ. Dann. Was ist denn hier jetzt? Mein Magier-Quest ist schon 15. Dann sollte ich den vielleicht mal machen. Wo muss ich. Ach ja. Das war ja hier. Die Rissedelsteine. Wo war das denn? Ach, da oben. Na, das ist ja gut. Da bin ich ja in der Nähe. Dann nehmen wir die Rissgedönse, machen den Magier-Quest, fliegen nach... Junge, ich wollte gerade Stormgate sagen. Nee. Stormwind. Ja. Das ist ein guter Plan. Brain schon gut musch. Lieb, sehr schön. Das freut auch. Nee. Keiner geht hier nach Stormgate. Wobei, der letzte Patch soll gar nicht so arsch sein. Back-to-back Kräuter. Gebe. Auf geht's. Und next. Und Level. 42, ey. Wirklich, das darf mir nicht passieren, dass ich das so unterschätze. Oder zu spät mache. Ist hier wieder beim Baum, war. Schwing. Endlich mal jemand Vernünftiges. Also, jeder, mit dem ich mich bisher unterhalten habe, war super cool. Und sehr freundlich. Bin doch schon an voll vielen vorbeigelaufen. Ja, manche kann ich auch noch nicht pflücken, weil ich so underlevelt bin.
Und ja, ganz am Anfang habe ich gar nicht drauf geachtet. Null drauf geachtet. Hast du dir das so vorgestellt? Ja, wie habe ich mir das vorgestellt? Ich habe keinen Plan. Wie habe ich mir das vorgestellt? Ich glaube, ich habe mir vorgestellt, dass es mehr so... Ich habe es mir, glaube ich, weniger grindy vorgestellt. Auch wenn es jetzt noch nicht so wirklich grindy ist. Aber ich hätte gedacht, die ersten 20 Level gehen fixer zum Beispiel. Dass es hinten raus super grindy wird, das war klar. So, jetzt ist ja Easy Mode hier. Ha! 20 Schaden mit neuem Zauberstab. Spielerisch. Ich glaube, ich muss mal... Ich brauche mal so einen richtigen Bossfight irgendwie. Um das einzuschätzen, wie das ist. Aber so Controls, ja, ja. Schon. So, da sind wir schon an was vorbeigelaufen anscheinend. Spawnen die nur manchmal? Was suche ich denn jetzt schon wieder? Also ich war mir schon klar, dass das kein Button-Mashing ist. Dass man... Ah... Sind die hier drin? Ach, wieder Boxen sammeln. Ah, es ist dasselbe Boxensammelspiel wie fürs erste Mal, als wir hier drin waren. Okay. Ich glaube... Ich bin so Movement-mäßig bin ich kompletter Obernoob. Da kann ich... Rolle der Intelligenz. Ja, moini. Da gibt es sicher noch was rauszuholen. Hogger, Prinzessin, beide easy. Ja, jetzt habe ich. Danke, 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 Darren. Und alle anderen. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, ich muss die irgendwie aus dem Fels hauen oder so. Aber es sind ja legit einfach dieselben Boxen wie in der ersten Quest hier. Feeling von Hardcore finde ich voll geil. Ich habe weder bei Diablo noch Path of Exile noch irgendwo anders Hardcore gespielt. Und das liebe ich komplett. Noch, weil ich noch nicht tot bin. Leeren die Höhlen, gibt es nur 5, 6 davon. Sind alle die gleichen, nur die anderen. Also ich war legit in genau dieser Höhle. Und habe genau dieselben Boxen gemacht. Mit der Hilfe? Ah, ist schon fair. Dafür nehme ich mir die Box. Machst du gut? Dankeschön. Aber ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, was so Leashing ist. Da habe ich aber Videos zu. Da checke ich nachher auf Stream. Strafen wichtig, Rest okay. Nein, hat der mir die Box geklaut, ey. Es war... Also, das Scaling von Gegnern ist ganz anders als jetzt in einem ARPG. Ich kann ja quasi nur... Die einzigen Referenzen, die ich habe, sind so Solo-RPGs, Final Fantasy und so weiter. Und halt ARPGs wie Diablo. Und wie die Gegner hier scalen, sei es das Level, so, also wie viel krass stärker ist Level 10 im Vergleich zu Level 9? Und wie viel krass stärker ist es, wenn da 2 Gegner sind statt einem, ist ganz anders. Das ist neu für mich.
Das so ein bisschen eher wie Warcraft 3 tatsächlich. Bist du in der Gruppe morgen oder machst du Solo? Ich habe keine Gruppe. Es gibt aber... Also werden sich auf jeden Fall irgendwie Leute connecten. Ich bin ja relativ kurzfristig da rein. Ich werde einfach in den Discord hauen. Wenn ich eine Gruppe suche. So, und jetzt gehen wir nach Stormwind und jetzt lernen wir geilen Scheiß. Und fallen nicht vom Turm. Bitte. Fuck, ey, diese Kekse müssen hier weg. Sonst sind die gleich legit weg. Es läuft, der Crewman. Danke für die geilen Tipps, ey. Das war super. Oder ist super. Ich muss mir noch ein paar Sachen davon angucken. Aber das hat sehr geholfen. So. Wie geht's? Sehr gut. Stormwind, auf geht's. Seid auf der Hut. Wenn du vom Turm fällst, einfach 8 spammen. Ja. Lern nicht jeden Scheiß. Nee, ich weiß. Ich hab so arkane Geschoss nicht gelernt. Ich hab Magie detekten oder so nicht gelernt. Nova 2. Ja, das ist ja alles nur Test-Account hier. Und ich fand schon ganz gut, so arkanes Geschoss selber auszuprobieren. Nova 2 hat mir gerade schon jemand gesagt. Ich weiß halt gar nicht, wie Nova skaliert, ne? Wenn es auf den Schaden skaliert, habe ich gerade schon gesagt. Wenn es auf den Schaden skaliert, juckt. Wenn es aufs Mana skaliert, wenn es runtergeht, geil. Wenn es hochgeht, scheiße. Wenn es auf Abklingzeit reduziert, was ich nicht glaube, weil es eher ein Talent ist wahrscheinlich, dann auch geil. Aber das sind so Sachen, da muss ich Sachen lesen. Und das muss ich auch ein bisschen so selber raffen und mir kurzen Gedanken machen und fragen. Also ist voll geil, wenn ihr mir Sachen sagt, aber ist nicht geil, wenn ihr mir alles sagt, you know? Zum Beispiel gerade Magier-Quest, auf einmal stehen da 3 Elemente und ich bin dick gefickt. Hättet ihr mir das gesagt, wäre das nicht so cool gewesen. Das ist ja im Grunde ein Entdeckungsspiel, so. Und da muss ich halt auch Sachen selber entdecken. So, Lelo hat gesagt, man kann das transparent machen. Aber wo? Kauf den Scheiß auf 60. Ja, ich hab schon ein ganz okayes Gold, glaube ich. Balken allgemein. Hintergrund. Eieieiei. Muss ich vielleicht mal googeln später.
2, 3G sind nichts. Ich glaube, die letzten Skills haben 50 Silber gekostet oder so. Ist ja Verhältnis immer. Also ich bin immer gut drüber. Ich musste noch nie irgendwie Geld farmen. Epic! Immer Epic. Bis zum Level 40 Mount ist alles günstig. Gut. Wer weiß, ob ich es jemals auf 40 schaffe. Alles noch fein geschmückt hier. Dynamo Dalaran. Geiler Name. Den Char? Nee. Der Char auf jeden Fall nicht. Ich bin so gespannt, was morgen abgeht. Um 12 Uhr der Chaosstart. Welche Trolle da was machen. Weil, also, Was führt euch hierher? werden ja sicherlich Leute sich was ausgedacht Glück. haben. Wie man das, weiß nicht, lustig ausnutzt, Was führt euch hierher? sabotiert. Irgendwas. Auf 40 gibt's. Die Göttin schütze Videotragen. euch. Kann ich mir auf 40 ballern? Nee. Ich muss einfach mehr sammeln, Alter. Ja, ich hab ja euch. Ich hab ja jetzt so eine eingeschworene kleine Warm-up-WoW-Gemeinde hier. Da kennt man ja den einen oder anderen Namen mittlerweile. Da weiß ich ja so ein bisschen, wem ich vertrauen kann. Wer mein Gutes will. Wie, was? Scheiße, ist das gar nicht hier? Oh nö! Wo bin ich jetzt hier? Nein, doof. Warte. Hä? Geh weg! Ja. Das hatte ich schon mal. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wie das anders geht. Ach so. Okay, gar nicht so weit weg. Okay, cool. Alles cool, alles cool. Aber ich kann hier lernen. Seid gegrüßt. So. Arkane Geschosse 2, doof. Fluch. Wann sieht man denn einen Fluch? Magie verstärken. Verstärkt das gegen anvisierte Gruppenmitglied gerichtete Magie. Schaden wird um 15 Punkte. Also was halt. Das 150 Mana. Okay. Ist ein Debuff. Könnte ganz nice sein. Feuerball benutze ich quasi gar nicht mehr. Magie verstärken klingt geil. Fluch aufheben ist wahrscheinlich so ein Ding, was man nicht oft braucht, aber wenn man es hat, wenn man es nicht hat, fehlt es einem und man ist tot.
Feuerball. Ich bin ja komplett auf Eis geskillt, ne? Und ich benutze Feuerball ja eigentlich gar nicht mehr. Dann würde ich mir das schenken. Also am Anfang war Feuerball voll geil. Weil das hat den Damage rausgehauen. Ich habe das für Eis immune. Oh, gibt's die so oft? Kann man immer brauchen. Jo. Feuerball kann nice sein. Okay, okay, sehe ich. Hier gehe ich Permafrost. Erhöht die Dauer eurer Kältefaktor um 1 Sekunde. Das ist ja crazy für Nova und Kiting. Abklingzeit ist halt nicht so viel. Wahrscheinlich irgendwann hilfreich. Aber ja, das bufft ja alle Kältedinger. Gut, rein da, rein da. Ziehe den Ehrenfreund. Ja! Feuerball! So, ein Feuerball, Junge! Da ist nichts neu. Fluch aufheben. Magie verstärken als Debuff. Dämpfen haben wir drin. Hex haben wir natürlich drin. Alles andere aufgelevelt. Frost gibt es leider nichts Neues. Let's go. Alle Wasserelemente im Game sind frostimmun. Ah. Ja, dann ist mit Feuer durchaus geiler. Ich glaube, ich habe den Quest jetzt so langsam gemacht, dass die Belohnung ein Zauberstab ist, der mir gar nichts bringt. Nee, Mantel. Mantel, es war ein Mantel. Ich krieg einen Mantel. Was ist hier drin? Oh. Wie kann ich euch helfen? Junge, okay. Ich wollte nur gucken, ob es hier einen Hut auf Level 32. Das ist bodenlos. Wir haben geöffnet. Hier. Siehe den Ehrenfreund. Mach was Cooles. Das Licht segne euch. Ja, sei mir Mögen eure würdig. Reisen sicher sein. Lebt wohl. Braucht ihr Hilfe? Es ist alles fertig. Ja, sauber. Ja. Seid vorsichtig. Ehre dem König, Freund. Lebt wohl. Was ist hier los? Macht die gerade ein Skript? Braucht ihr etwas? Oh. Das Licht segne Ah! euch. Siehe den Ehrenfreund. Jawohl! So. Jetzt aber. 6 Int. Da geht natürlich einiges an Leben bei drauf, ne? Aber die ist schön. Und mehr Mana. Und Crit. 327. Es sind nur 40 HP. Und dafür 90 Mana. Kräutertasche? Ja, habe ich mir mal gegönnt. Das habe ich mir mal gegönnt. Ein bescheidener Anfang brauchen wir nicht mehr. Lamau! Da sagt der Westi gerade zu uns im Chat, ich gehe jetzt ins Bett. Westi ist... Oh, es steht offline. Oh, ich dachte, das steht online. Oh. Hab nichts gesagt, hab nichts gesagt, hab nichts gesagt, hab nichts gesagt, hab nichts gesagt.
18 Dungeon. Das wollten wir mit 20, das schaffe ich nicht mehr. Meldung in Ironforge. Dunkle Bedrohung. Lol. Geht ins Sumpfland. Da glaube ich, muss ich gar nicht hin. Dann Westphal. Zurück nach Westphal. Wobei, es ist auch schon 22:30 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir hier noch crazy was Großartiges lernen. Wir haben es nicht bis 20 geschafft. Für Dead Minds. Das müssen wir dann on the fly machen. Vielleicht brauche ich eine Checklist für morgen. Juhu. Okay, das wird mich nerven. Du bist 18, ich bin 18. Oh, ich bin aber auch derbe müde. Vielleicht brauche ich eine Checklist für morgen. Wenn ich morgen den neuen Char starte, welche Settings muss ich dann noch anpassen? Oh, kann ich Hogger soloen? Easy, oder? Ist wahrscheinlich easy. Ist das überhaupt noch eine Challenge? We can see. Easy. Ja. Ist in der Nähe irgendwie eine Challenge? Oh, stopp. Wo ist denn hier Bedrohung, Mann? Erzeugte Wut? Nee. Ich doof. Das soll doch nur wieder Threat sein. Der ist One-Hit, okay. Raff ich nicht. Reset. Nee. Er ist einfach weg. So affig. Elite in Rot kam. Ist das hier? Ja. Da laufe ich ja lange. Na gut. Ist hier Danger? Das sind 15, Level 15 Quests. Zahnrad-Zusatzmodul. Oh, top! Ideal, ideal. Sackstark, Butcher, danke. Bessere Anzeige von Skills Buffs. Ja, da weiß ich gar nichts.
Ich habe da keinen Flugpunkt. Nö. Ich war ja noch nicht da. Ach, ich wollte Hogger one-shotten. Nur um den Unterschied zu sehen. Junge, was mache ich? Da gibt's eine Quest, die dich da hinschickt. Nö. Ach, in Westphal. Ja, ich bin ja erst sehr spät nach Westphal gekommen. Weil ich erst in Loch Modan war. Kann ich hier was um... Oh, ist kein One-Shot? Shit. Ja, also alles, was nicht Westphal, Loch und Wald ist neu für mich dann. Die muss man dann machen. Weak Aura. Nee, nicht gehört. Das kann ich aber mir aufschreiben. Da kann ich noch ein bisschen basteln. Und da gibt es dann so Mage-Template vielleicht. Ach Quatsch, das ist ja noch gar nicht hier. Okay, check ich. Die Settings, die ich hier gemacht habe, werden die importiert auf den Char oder muss ich die alle nochmal machen? Weil dann sollte ich ja mir das ja idealerweise screenshotten oder so. Sehe ich morgen, ne? Kann ich die soloen? Ach, da kommen ja nur 2. Das ist ja simpel. Können wir ein Camp holen. Ich glaube neu. Jeder Chart eine eigene UI. Ätzend. Okay, hier wollen sie gerade alle den Hoggy. Ist der gerade tot? Jo, okay, dann dauert das ein bisschen. Dann nicht. Dann nicht. Jo, dann fällt mir ad hoc keine geile Challenge ein. Tastaturlegung muss natürlich alle wieder gemacht werden. Was heißt denn hier natürlich? Das ist für mich gar nicht natürlich. Das ist, finde ich, derbe Scheiße. Oh, so ein Wirbelwind-Dingens, vor dem ich geflüchtet bin. Den kann ich als Abschluss machen. Wobei, ist wahrscheinlich auch kein Gegner. Du musst die Skills wieder lernen. Ja, ich meine eher so, dass Sidestep auf A ist und dass ich strafe quasi. Und das Show Target auf Target und so ein Quatsch. Was ist der?
Horde Hauptstadt. Wie soll ich da denn hinkommen? Laufen jetzt 2 Stunden oder was? Sehen wir morgen. Sehen wir morgen. Da! Oh. Jetzt bin ich überlevelt. Von dir bin ich so weggelaufen. Voller Angst bin ich weggelaufen. Ja, die Angst kann man sich auch schenken, ne? Was droppst du denn so? Nicht gesehen. Der droppt ein gutes Item. Okay. Schon wieder falsch gemacht. Zahnrad. Nein. Geh weg. Zahnrad. Zusatzmodul. Tiny. Mit. Komm noch Unterstadt. Ja, klar. Mit meinen 2 Greifenreiterstationen und was? Oh, schau. Out of reach. Out of reach. Out of reach. Du farmst die noch mit 60 wegen dem Item. What the fuck? Was jetzt denn? Ach, jetzt ist Bestie online. Schau, schau. Schau, schau, schau. Geiles Geräusch. Geile Geräusche einfach. Ja, Close of Attack übrigens. Imba. Gute Drops im Early. Ich erstelle eine To-Do-Liste. Oh, du Süßi! Du wurdest gekickt. Deswegen der Cooldown auf Frost. Holy! Wo kommt denn das her? Okay. Neue Mechanik. Kannte ich nicht. Nice. Gut, dass das noch passiert ist. No-Hit-Challenge. Boink. Du wurdest gekickt. Das machen die Knöchelhauer. Pammel ist das? Oh, snap. Kein Mana. Shit. Was ist er? Ach so, der Bandagen-Heini. Ups, unwürdiges Ziel, Lamau. Okay, das wäre schon peinlich gewesen, jetzt hier zu sterben. Aber das geht. 2 Gegner geht klar. 3, kein Plan. Warte, wo ist der Kerl? Kein Mana für Buff. Pammel, alles klar. Ja, cool. Dann werde ich jetzt was Heftiges kochen. Und dann ist das gut. Dann beenden wir diese Reise an der Speerkuppe. Bedank dich. Ich hab dem hier doch einen Buff gegeben. Das reicht ja wohl. Das ist doch das. Ist das nicht das inoffizielle Zeichen für. Jo, danke, Brudi. Ne? Gut. Ich habe noch viele Manieren zu lernen, Freunde. Kann Ich ich habe euch noch helfen? viele Manieren zu lernen. Erzähl mir von Dungeons, die ich erkunden könnte. Schau an.
Das gibt's Mögen also eure auch. Reisen sicher sein. Jo, Manieren, Etikette, Verhalten. Das müsst ihr mir alles noch beibringen. Aber wir haben zusammen Level 18 erreicht. Wir sind nicht gestorben. Wir haben es nicht in die Deadmines geschafft, leider. Das wäre... Hätten wir noch einen Tag mehr, ey. Es wäre perfekt gewesen. Es wäre perfekt gewesen. Aber gut. Dann sind wir halt noch nicht gestorben. Dann ist dem halt so. Dann wissen wir einfach nicht, wie gestorben wird. Freunde. Morgen. Superliga. Wir haben eine Tierlist vorbereitet für WC3. Ausrufezeichen Tierlist. Da könnt ihr gerne eure Predictions reinhauen, was der Ausgang der Super League angeht. Und den auf unseren Discord posten. Dann machen wir das morgen um 12. Mit Happy gegen Sock. Warte, hier ist der Playday. Happy gegen Sock. Und Focus gegen Elegant. Und 40 gegen Soin. Es wird geil. Es wird geil, es wird geil, es wird geil. Und danach esse ich ein bisschen was. Und dann gehen wir rein. Wenn ihr morgen um 12 lieber Sauercrowd Action guckt als Super League, nehme ich euch nicht übel. Es wird Chaos, es wird wild. Knopflover, dankeschön. Es wird Chaos, es wird wild. Könnt ihr aber theoretisch auch in Clips gucken. Macht einfach beides an. Das ist viel geiler. Das ist Makura. Ach, Makura. Weiß nicht, wie. Weiß nicht, was. Ich bin ausgelockt jetzt schon. Bin ausgelockt, mein Junge. Jo. Und dann machen wir das ganze Gedönse mit Super League into WoW für so 6 Wochen straight. Und das ist der Plan. Der Plan ist weiter nicht zu sterben. Der Plan ist weiter geilen Warcraft-Content liefern. Und das machen wir. Freunde. Ihr habt mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, was das ganze Zeug hier angeht. Ich wusste nichts. Ich wusste nicht, wie ich mit dem Stab hau, bevor wir hier angefangen sind. Jetzt mache ich Puls mit Schieb und Tabwechsel und Shit. Ja, ist doch geil, ey. Das fühlt sich richtig gut an. Fühlt sich gut an. Viel gelernt, viel ist noch zu lernen, sonst wäre es auch kacke. Aber ja. Hoffe, ihr bleibt dabei. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen collaben und so mit anderen Leuten. Anyway, ich raide euch an. Wen raide ich euch denn? Wer ist denn da? Twitch. Raide euch. Mage auch Eventklasse? Ja, 100%. 100%. 100%. Soon ist nicht im Grind. Welcher von den Nasen ist denn online? Ich glaube, ich kenne da keinen von. Dann schiebe ich euch rüber zu Reaver. Der spielt WC3. Wobei, ich will nicht rüber zu Maluna. Maluna ist super lieb. Maluna ist super lieb und hat auch bei 0 angefangen und spielt auch mit. Und die grindet, glaube ich, noch ein bisschen. Dann Shoutout an Maluna. Liebe Grüße. Bis morgen.